Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch herzlich willkommen an alle, die später auf YouTube reinschalten. Wie immer unten in der Beschreibung findet ihr dann die Timecodes für die Quests, die wir heute machen. So, ich bin diese Woche überhaupt nicht zum Spielen gekommen. Ich wollte ja eigentlich ein bisschen in Enkanomiya grinden, aber keine Chance, gab Wichtigeres. Aber nichtsdestotrotz werden wir da direkt weitermachen. Hier ist was noch nicht freigeschaltet. Aha. Aber hier können wir noch einiges tun, denke ich. Zum Beispiel das nächste Kapitel, den Teil 2 zum Beispiel. Wir müssen ja hier diese einzelnen Türme freischalten, oder wie war das? Erinnere ich mich richtig? Hier habe ich doch schon einiges gemacht. Genau, den zweiten Dunkelturm, den ersten haben wir schon gemacht. Genau, hier. Dann würde ich sagen, wir machen heute den zweiten. Wir haben ja noch ziemlich viel Zeit. Nur 28 Tage, mehr als genug. Wir müssen das nicht alles überstürzen und sofort machen. Und dann würde ich sagen, machen wir endlich mit Shogun Raiden los hier. Wir haben ja einen Schlüssel brauchen wir. Das reicht uns auch. Ja, Miko können wir dann später noch machen. Und ich muss mir mal eben hier meine Armablagen ein bisschen einstellen. So. Jetzt. Das heißt, wir gehen wieder runter nach Enkanomiya. Wir können noch eben Erkundungsbelohnung abholen. Add Astra ab. Und dann geht's los. Also ich habe nicht gegrindet, wie ich es eigentlich wollte, damit das Ganze ein bisschen einfacher wird. Das heißt, es wird eher schwieriger. Yay! Aber ich denke, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten müssen wir heute ein bisschen grinden. Ui. Gut. Dann teleportieren wir uns direkt darüber, oder? Ach so, das zählt nicht mal als Enkanomiya. Ach, die haben da extra eine eigene Map für gemacht. Ja gut, ergibt auch Sinn, falls du Enkanomiya noch ein bisschen erkunden willst. Das ist gar nicht direkt an... Oh, das sind hohe Korrosionsstärken. Wo bin ich denn jetzt gerade? Welche Nummer habe ich denn? Welche Stärke, die ich... Da, den Kasten. 18. 18 ist nicht viel, würde ich sagen. Ist die Frage, ob wir wirklich den nächsten Abschnitt schaffen. Evil be erased. Wo können wir dann überhaupt hin? Weil hier ist ja echt Hardcore gerade. Dann können wir doch höchstens hier rüber. Irgendwie. Müssen wir mal gucken, wo der nächste Turm ist. Ich würde jetzt erstmal vielleicht... Ja, was würde ich erstmal? Das ist eine gute Frage. Vielleicht erstmal hier den Teleport noch uns holen. Und dann mal weiter gucken. Und hier gehört ja noch eine Quest zu, ne? Guck mal. Bunkoku-Rätsel, das ist auch noch mal was Neues, ne? Oder? Das können wir auch noch kurz machen. Aber das geht noch 27 Tage. Oder? Ach doch, das ist Straßenopferritual. Bunkoku-Rätsel. Ist das nächste? Ich weiß es jetzt echt nicht. Würde ich vielleicht jetzt als nächstes machen, wenn es keine andere Quest gibt. Würde ich jetzt dazu tendieren, das hier zu machen?
Haben wir den Kasten noch ausgerüstet? Ja, alles gut. Swift and merciful. No, my sword. By royal decree, nice and spicy. Spirit blade. Attack. As you wish, mein Fräulein. Aua! My dinner is attacking me. Let me weave you a verse. Rain outlines. Submit for judgment. One with my blade. Aua! Ui, ui! Da bin ich aber weit geflogen jetzt. Oz, reveal thyself. Hey, nice and spicy. Spirit blade. Attack. But how? Hallo? My blade. Ah, okay. Ich muss den Schutz noch entfernen, damit ich die besiegen kann. Ah, jo. Gut. So. Unexpected, but welcome. Wir müssen ja hier diese Siegel möglichst viele kriegen. Deswegen ist jetzt auch nicht verkehrt hier. So. Noch ein bisschen zusätzlich zu No, my machen. sword. Aber eigentlich wollte ich doch zum Teleport. Wo ist denn der? Der müsste da in der Richtung irgendwo sein. Hier. Da sollten wir zusehen, dass wir erstmal so ein bisschen in dem Gebiet bleiben, weil da die Korrosionsstärke nicht so hoch ist. Und vielleicht noch ein bisschen was mitnehmen. Sowas hier zum Beispiel. Freischalten kann ich die nicht. Wieso nicht? Na. Na, das war ja easy. What trinkets lie veiled within this desolate Wir plain? brauchen 80 von den Siegeln, ne? Da müssen wir wahrscheinlich irgendwie 8. Was jetzt? Oh Gott. Noch? Sonst noch? Ah, nö. Okay. Gut, das ist ja relativ einfach sogar. What trinkets lie veiled within this desolate plain? Wie gesagt, schön die Siegel mit einsammeln, wenn wir schon hier unterwegs sind. Und das ganze andere Gut am besten gleich auch. So, wo gehen wir am besten lang, um möglichst schnell hier reinzuschlupfen und wieder raus? Wieder nach oben, würde ich sagen, ne? Hier ist noch ganz viel zu looten. Ich finde es halt so krass, wie viel die jetzt an Aufwand betreiben für so Welten, ja? Die halt nur für ein Event bestehen. Submit for judgment. One with my blade. No, my sword. Rain cutter. Anthracite pants into the fire! Midnight Phantasmagoria!
Swift and merciful. Spirit blade. Attack. Boba, get them! Ha! By royal decree. Ha! Ja, next one. Achso, keine Truhe. Nur die, na gut, nur die Siegel. So, jetzt sind wir nämlich hier schon an der Grenze. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, wo wir hinrennen. Ist jetzt zwar auch nicht so tragisch, aber wir werden halt geschwächt, ne? Hallöchen. Guten Tag. Leben Sie? Ja. Rain outlines your fate. Know my sword. One with my blade. From whence you came. Also. Eigentlich will ich ja nur... doch, ich will schon auch den Kram sammeln. Aber im Grunde will ich vor allem... Zack. Den Teleport erstmal noch holen. Kann ich noch was looten? Ich kann auch den... Wo war denn die Seele? Ich habe sie doch sparkeln gehört. Okay, hier kann ich noch Fackeln anzünden. Da ist schon der Seeliengarten. Ich gehe mal davon aus, die gehört hierzu. So. Dann machen wir die Fackeln auch noch an. Ich hoffe, Goba war ja, halbwegs sinnvoll unterwegs. Na, da oben kann ich den schlecht benutzen. Wir versuchen es trotzdem mal. Ja, hat geklappt. Ansonsten halt Ember rausholen, ne? Passt. Sonst noch wo? Ah, da. Na also. Geht doch wie geschnitten Brot hier. Vor allem gibt es jedes Mal noch ordentlich Urgestein, ne? Also ordentlich, aber es gibt Urgestein. Und das relativ häufig. Das ist natürlich nice. So. Jetzt wird es hier natürlich spannend. Der Teleport ist da. Hier haben wir jetzt natürlich die Korrosion. Ach so, okay. So. Ja gut, es lohnt sich, also da kriegst du ja richtig viele Münzen, die Teleportpunkte freizuschalten. Aber hier in dem Gebiet habe ich ja schon anscheinend einen Turm. War das nicht hier? Nee, hier war der Turm, oder? Ich würde mal jetzt hier hingehen mit diesem neuen Auftrag. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon genug zusammen haben, um nochmal aufzustufen. Können wir jetzt einfach mal gucken. So. Nee, ich glaube, das gehört wirklich noch hierzu, zu dieser Welt. Weil es kommt noch ein neues Event, aber ich glaube, das kommt erst morgen.
Das wird erst morgen freigeschaltet. Deswegen war ich kurz ein bisschen irritiert. So. Wo war jetzt die Statue? Such sie jedes Mal. Da. Hallo Tron. Einen schönen Abend dir. So, Vergabe. Oh, ja, locker. So, Korrosionsschutz wird auf 24 erhöht. Das ist doch schon mal was. Okay. Dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt auch noch die restlichen 15. Wir kriegen ja jedes Mal 10, also zweimal irgendeine Truhe öffnen oder so. Danke für dein Abo, vielen Dank. Der Unglücksmonat, wenn das mal gut geht. Ach, deswegen habe ich so im Kreuz. Tron ist schuld. So, dann würde ich jetzt wirklich doch nochmal... Sorry. Kein Problem. So. Dann würde ich jetzt doch nochmal irgendwie 1, 2 Truhen öffnen, dass wir das auch noch erhöht kriegen. Hä? Da gab es noch was? Tatsache. Was denn noch? Opferbelohnung. Ah, da kriegen wir schon die Waffe. Ah, nice, nice. Dann haben wir die schon mal gesichert soweit. Als nächstes gibt es eine Erweiterung für die Waffe. Sieht doch schon mal gut aus. Nee, dann suchen wir nochmal drüben ein bisschen was, dass wir hier auch auf die 30 kommen und dann können wir uns hier halbwegs sicher bewegen. Sehr schön. Und ich hoffe, dass dann die nächste Ebene auch hier ist und nicht irgendwie da hinten bei der 118. Das muss ja nicht sein. Vielleicht können wir hier einfach mal hin teleportieren. Da waren ja relativ viele Truhen. Das ist zwar jetzt auch schon in der Korrosion 28-Zone da, aber das kriegen wir schon hin. Glaube ich. Hoffe ich, bete ich. Waren hier nicht Truhen? Ach, da hinten. Zum Beispiel. Wir könnten aber auch einfach hier der Selie folgen. Da hinten ist auch noch eine Selie. Und hoffen, dass wir da relativ einfach was abgreifen. Ah, wo zischt sind? Da. So. Einmal. Unexpected, but welcome. Nur 5 Siegel. Okay, weil es zu einfach war. Da haben wir die andere Selie. Oh. Oh, 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 oh. Ich hoffe, den wecken wir jetzt nicht aus Versehen auf. Bloß aufpassen. Da ist schon der Selienhof, aber es scheint mehrere zu geben. Also wird es dafür vermutlich doch eine Truhe geben, okay. It was worth the trouble. Auch nur ein 5er-Siegel. Da haben wir aber auch noch eine Selie. Oh, wo ist sie hingezischt? Mist. Hab nicht aufgepasst. Ah, da. Das ging beinahe schief. So. It was worth the trouble. Das müsste doch jetzt eigentlich schon reichen. Holt den königlichen Teppichklopfer. Rückenstärker. Oh ja, das könnte ich jetzt brauchen. So, 80 Stück. Ja, passt. Okay. Wo kommen wir denn hier jetzt lang? Jetzt einfach mal da überzischen.
Oh, okay. Oh, es bewegt sich. Das hatte ich so nicht wahrgenommen. Aha. I ride on wind and cloud alike. Das ist schon noch glatt hinterher hier. Das ist dann schon eine von den Seelen, die noch gefehlt hatten da hinten, ne? Ja. So, da fehlt noch eine in die andere Richtung. Jetzt aber schon wieder mehr als wir wollten hier, ne? Wollen wir noch irgendwas bekämpfen? Nee, nicht, wenn wir noch zu schwach sind. Also zu schwach, aber wir werden ja geschwächt dadurch. Dann gehen wir einfach hier hin. Steigern nochmal unsere Abwehr. Und dann können wir die Quest annehmen. Diese Mini-Quest, was auch immer das jetzt für uns bedeutet. Wir müssen ja diese 3 Türme eigentlich einnehmen. Mal schauen. So. Ansonsten geht es ja relativ flott, das Sammeln. Muss man ja schon sagen. So. So, jetzt sind wir nämlich Korrosionsschutz 30. Ja, da geht aber noch ziemlich weit. Und am Ende gibt es eine Krone. Ha, die würde ich schon gern haben. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber ich weiß genau, dass es kurz vor Ende bei mir wieder ein nächtliches kurz vor knapp Grindfest werden wird. So. Salbe des Augenlichts. Na, fein. So, das ist doch jetzt Sangonomiyas Waffe, oder? Dann kann ich ihr die ja eigentlich gleich geben. Ich habe eh keine für sie gerade ausgerüstet. So. Erhöht bei Anwendung von Inventarfähigkeiten die Aufladerate 10 Sekunden 24%. Aha. Angriff, Basisangriff. Ist das wirklich für sie? Ich weiß es nicht. Ich gebe sie erstmal. So. Und die können wir nochmal verstärken. Mit Verfeinerung. Zack, die wir gerade bekommen haben. Zack. So. Rinder. Wenn wir schon das 1,5-fache an Punkten kriegen, dann muss man das auch ausnutzen. Okay. Ach, wir haben hier genug. Komm. Und rein da. Und noch mehr. Komm, wenn wir schon das 1,5-fache haben. Ach Gott. Ah, Mora reicht nicht. Okay. Material hätte ich, um noch hier weiterzugehen, aber Mora reicht nicht. Na gut. Wie auch immer. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer Dann gehen wir evil. mal wieder nach oben. There are other means to the Ja. same end, but they are not the true way. Not the true way.
Ich frage mich, ob du dich an meinen Namen erinnerst. Ich bin Yabe. Hallo, Yabe. Hallo, hallo. Du musst also ziemlich gut sein, was? Erst gegen Shogun Raiden antreten und dann der Dunkelheit von Enkanomiya trotzen. Das ist wahr. Toll, ich habe eine Spur zu einem bestimmten Schatz, aber das könnte eine gefährliche Reise bedeuten. Bist du interessiert? Obwohl mich geheimnisvolle Dinge schon immer angezogen haben, möchte ich mich lieber nicht in große Gefahr begeben. Ich bin interessiert, erzähl mir mehr darüber. Das habe ich gefunden, als ich den Dainichi Mikoshi patrouillierte. Auch wenn es nur eine Steintafel zu sein scheint, glaube ich, dass sie der Schlüssel zum Finden des geheimen Schatzes von Bunkoku ist. Geheimer Schatz von Bunkoku? Der Name ist alles, was ich weiß, denn es gibt nicht viele detaillierte Berichte über Byaku-Yakoku, die die Geschichte von Watatsumi überlebt haben. Eine Version besagt, dass Bunkoku der zweite Premierminister in der Geschichte von Byaku-Yakoku war. Er und das Sonnenkind ließen das Volk durch hohe Steuern ausbluten und verdienten ein großes Vermögen. Danach versteckte er seinen Schatz in einer geheimen Kammer in Dainichi Mikoshi. Schließlich steckte er die Schatzkammer mit Hilfe der Sonnenflammenillusion und beschwor rachsüchtige Geister und verdorbene Wesen aus dem Fluss der Elemente als ihre Wächter. Bunkoku hatte wahrscheinlich einen altertümlich klingenden Namen, so etwas wie Jesus oder so ähnlich. Aber niemand würde die Geschichte eines verabscheuungswürdigen Verräters im Detail aufzeichnen wollen. Okay, lass uns zurück zur Steinplatte gehen. Er ist wahrscheinlich der Schlüssel zur Schatzkammer von Bunkoku. Nach meiner jahrelangen Erfahrung mit Kaidan und bei der Untersuchung von Geheimnissen, es liegt mir auf der Zunge. Du kannst ruhig ehrlich sein. Tatsächlich habe ich die Steintafel im Lagerraum des Dainichi Mikoshi gefunden und daneben lag ein Zettel, auf dem sowohl die alte Schrift als auch ihre Übersetzung verzeichnet sind. Es scheint, dass alle Dokumente, die während der Übergangszeit geschrieben wurden, mit einer Übersetzung versehen waren. Laut dieser Notiz steht die Steintafel in direktem Zusammenhang mit dem Bunkoku-Fall. Hier steht auch, dass es insgesamt 8 Schiefertafeln gibt. Bis jetzt haben wir nur eine gefunden. Laut der Notiz befindet sich die geheime Kammer in der Nähe. Darf ich dich bitten, einen Blick darauf zu werfen? Um ehrlich zu sein, ist mir der Schatz egal. Ich wäre schon überglücklich, wenn ich den Bunkoku-Fall bis zur Lösung miterleben könnte. Ich bin nicht sicher, ob das dazu gehört. Aber wir gehen jetzt mal in die Richtung. Wir müssen jetzt irgendwie nach unten. Ah, hier? Das sollte der Ort sein. Lass uns die Gegend durchsuchen. Ich weiß echt nicht, ob das jetzt dazugehört oder ob das ein eigenes Event ist. So groß ist die Gegend hier jetzt nicht. Hey, hast du das gehört? Es scheint, es käme von dort oben ein seltsames Geräusch. Wenn du in seine Richtung schaust, kannst du ein seltsames Muster an der Decke entdecken. Lass uns nach oben gehen. Stimme? Okay. Gehen wir halt nach oben. Na? Aha. Untersuche den Geheimgang. Das scheint der Schlüssel zu sein, um die Schatzkammer zu öffnen. Die Steintafel passt genau hinein. Ihre Größe füllt ein Drittel des Raumes aus. Ein Neuntel. Das ist es, genau so. Wie auch immer. Du weißt, was Paimon meint. Wir brauchen also nur noch 8 weitere Schiefertafeln hier drin, richtig? 7 mehr. Es gibt insgesamt 8 von ihnen. Du bist wirklich nervig. Paimon hat's verstanden. Lass uns genauer nach ähnlichen Schiefertafeln suchen. Aber wir sind gerade völlig ahnungslos. Wir wissen nicht einmal, wo wir anfangen sollen zu suchen. Ich weiß nicht mal, was ihr von mir wollt. Lass uns zurückkehren und Ja befragen. Gute Idee. Da in der Notiz steht, dass es insgesamt 8 Steintafeln gibt, sollte es doch einen Hinweis auf ihren Verbleib geben, oder? Dann lasst uns Ja befragen. Ich weiß nicht, was wir hier gerade machen. Ich wollte ja eigentlich nur den zweiten Turm machen. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe nämlich keinen Questmarker, nix. Du bist zurück. Hast du etwas gefunden? Es gibt tatsächlich eine geheimnisvolle... Nee, eine geheime. Nicht nur geheimnisvoll, geheime Kammer.
Es ist also alles wahr? Laut der Notiz werden alle anderen Steintafeln in 3 Gruppen eingeteilt und in 3 Bereichen aufbewahrt. Ich nehme an, du hast die einfache Karte von Tsumi? Ich zeige sie dir mal. Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Das ist eine gute Frage. Nun, diese Gebiete sind voller Gefahren. Wenn sich die geheime Kammer als reines Hirngespinst herausstellt, hat es keinen Sinn, sie weiter zu erforschen. Ich würde mich so schlecht fühlen, wenn ich dich jemals wegen eines Streiches unserer Vorfahren in die Tiefe der Dunkelheit gehen lassen würde. Gut, hier werden die Steintafeln aufbewahrt. Ich hoffe, ich interpretiere es richtig. Oh Gottchen, soll ich die auch noch suchen? Moment. Muss mal eben... Ah, besser. So, ach Gottchen. Ach Gottchen. Das sind irgendwie ungünstige Stellen. Nee, ich will eigentlich zum Teleport. Ich schaff's nur nicht, ihn auszuwählen. So. Nee, falsch. Hier müsste es irgendwo sein. Eine Steintafel. Was soll denn hier? Hier sind so viele Steine. Wo soll denn hier eine Steintafel sein? Mich irritieren vor allem die anderen Questmarker gerade ein bisschen. Warte, ja, ich bin raus aus dem Umkreis. So, wir sind jetzt hier quasi einmal so außen rumgelaufen. Sind nicht fündig geworden. Das muss ja eigentlich ziemlich offensichtlich sein. So groß ist das hier ja nicht. Oder halt irgendwo oben. Steintafel? Steintafel? Wie soll die vor allem aussehen? Oder soll die hier drin sein? Nee, dann bin ich ja schon raus. Aus dem Umkreis. Das kann es nicht sein. Oder halt da drüber. Hier oben irgendwo. Aber das wäre ja mies. Wäre aber auch im Bereich des Möglichen. Aber nee, das hat er gesagt, ich muss runter. Vielleicht mit dem Auge? Nein. Auge. Nicht wirklich, oder? Ich weiß es nicht. Hier sind so Muster. Aber das sind ja mehr als nur eine Steinplatte. Ich weiß halt nicht, wonach ich jetzt genau suche. Untersuche das Gebiet und sammle die Steinplatten. Ja, aber... Hier sind zwar Steinplatten auf dem Boden, aber anscheinend nicht die Steinplatten, die ich suche.
Ich will gerade mal eben hier das ansammeln. Hey, soll sogar eine Truhe sein? What? Interpretiere ich das richtig? Ja, aber hier drunter. Ah, hier noch weiter drunter vielleicht? Ha. Das könnte natürlich Sinn ergeben. Ah, wieso sind die jetzt freigeschaltet? Wie das denn plötzlich? Nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Destiny has brought me So, hither. ah, hier haben wir noch was. Aha. Die Frage ist, muss ich hier jetzt wirklich was konkret finden? Oder muss ich diese Herausforderung machen? Na? Irgendwas, das leuchtet? Vielleicht doch die Herausforderung. Nee, da! Ach, du kleiner Glückspilz. Na gut. Ach, du Schande. Rain outlines your fate. As you wish, mein Fräulein. Ah! A touch of frost. Spirit blade. At the frying pan. Witness the power of Gua. Know my sword. Nee, erst den anderen. So, jetzt können wir uns um dich kümmern. Midnight Phantasmagoria. One with my blade. Submit for judgment. Reicht's? Müsste reichen, ne? Nee, noch mehr? Oh! Ach, hallo! Guten Tag! Wo kommst du denn her? Rain cutter. Oz, reveal thyself. Nice and spicy. From whence you came. By royal decree. Rain outlines your fate. Destiny has brought me hither. So. Aber es ist immer noch eingekringelt. Muss ich noch mehr finden? Untersuche das Gebiet und sammle die Steinplatten. Ich habe doch eine jetzt gefunden. Hä? Ich habe doch mindestens eine gefunden. Und wieso zählt die jetzt nicht? Aber anscheinend habe ich es noch nicht abgeschlossen hier. Gibt es hier noch mehr? Das war ja eine zerbrochene Steinplatte, ne? Ah, hier ist noch eine. Eine beschädigte. So, okay. Gut, wir mussten also quasi die beschädigten Steinplatten besammeln. Und dann zusehen. So, wie viele haben wir jetzt wieder von den Lichtdingsies? Noch nicht genug. Aber die anderen sind jetzt alle in Gebieten, die hier eine höhere Korrosionsstärke haben.
Ich frage mich jetzt halt einfach, zu welchem Turm müssen wir als nächstes? Was bist du denn? Eine Prüfung. Wir mussten ja diese Türme machen. Drei an der Zahl. Habe ich nicht beim letzten Mal, habe ich da nicht eine Quest zu gehabt für diese Türme? Ich bin mir echt jetzt gerade nicht sicher. So, Aktionsdetails. Ach, 100 brauche ich diesmal sogar. Ach du meine Güte. So. Aha, aha. 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 Erkunden, bla blub. Nee. Wo soll denn der nächste Dunkelturm dann sein? Wahrscheinlich einfach dem Licht folgen oder so. Da hinten sind ja Lichter. Aber da wollen wir besser noch nicht hin. So, wir haben jetzt Korrosionsstärke 30 war das, ne? Ich glaube, ich teleportiere mich eben hier hoch, dann sehe ich mehr. Ob hier noch irgendwie in der Ferne... Nee, Licht zu sehen ist. Aber wir können uns ja einfach auch hier hin teleportieren. Ich bin halt echt nicht sicher. Wir sollten ja diese Tür mal machen. Ich wollte jetzt eigentlich den zweiten Turm machen und dann direkt zack weiter. Aber... Also da ist jetzt auf jeden Fall so ein Turm. Aber ich glaube, hier war ich schon. Es kommt mir gerade bekannt vor. Hier waren wir schon, oder? Ich glaube schon. Wir können ja wieder wegteleportieren, wenn es nicht passt. Ja gut, hier waren wir allein schon, weil wir diese Prüfung noch gemacht haben. Wir müssen eigentlich dahin, wo diese Prüfungen alle waren. Genau. Deswegen kommt mir auch alles bekannt vor. Aber ich weiß halt nicht, ob ich korrekt unterwegs bin jetzt gerade. Ich meine, hier ist ja so ein Turm. Aber ich weiß nicht, ob ich den schon aktiviert habe. Das war jetzt scheiße. Ach Mann, Mist. Ob ich da wieder zurückkomme, das wird schlecht aussehen. Nee, das sieht schlecht aus. Nochmal. Mist. Also nochmal. I ride on wind and cloud alike. Habe ich mich ja schon, mit denen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hilfe! Mit euch habe ich ja gar nicht gerechnet. Mit euch will ich auch gerade gar nicht spielen.
Och nein! Nein! Och nö. Och nö. Ach Mensch, ist das ein Mist hier. Ich habe mich voll vor denen erschrocken. Erschreckt, wie auch immer. Ah, hier komme ich wieder hoch. Ah. Alles gut. Jetzt aber. So. Mensch. So, was haben wir hier? Doch, das haben wir doch schon gemacht. Ja, das haben wir schon gemacht. Alles gut. Das heißt, die anderen Türme sind wahrscheinlich doch hier irgendwie in den stärkeren Zonen. Was wäre denn die nächste Stufe jetzt? Wie viel müssten wir denn jetzt noch grinden, um ein bisschen... So. Korrosionsschutz 30. Na? Opferbelohnung. Details. Jetzt haben wir 30. Was würde ich denn jetzt auf der nächsten Stufe kriegen? Sagt es mir. Ach da, 51. Die nächste Stufe wäre 51. Ich hätte doch grinden sollen. Die nächste Stufe wäre 51. Hier ist die nächste 60. Das heißt, wir müssten 2 Stufen machen. Okay. So. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig jetzt erstmal. Wie lange sind wir schon hier zugange? Ah, fast eine Stunde. Müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, die 100 werden wir vielleicht doch nicht schaffen. Swift and merciful. Huh? No, my sword! Luba, get them! Eat this! Submit for judgment. Witness the power of Gugwa! Ach so. Der ist schon wieder hier. Unbesiegbar. Schweinerei. Unexpected, but Na, welcome. wie viel kommt da raus? Immer nur 5. Ja gut, es gibt ja auch ziemlich viele, aber dann müsste ich 20 Truhen öffnen. Und hier erstmal... Ich meine, gut, ich kann auch Herausforderungen machen. Hält mich ja keiner ab. Wir könnten auch hier noch die dritte Seele finden. Von der ich jetzt absolut nicht weiß, wo sie sein könnte. Und die Truhen scheinen alle hier drunter zu sein. Kann man hier noch runter? Hier ist irgendwie was. Aber das ist nur ein Vorsprung. Oder? Ah, nee, hier ist was. Was ist denn das? Ich will aber da runter, nicht da hoch. Dann halt nicht. Hier sind viele Truhen, aber die sind alle hier irgendwie drunter. Die Frage, wie wir da rankommen. Und ob wir uns das jetzt wirklich geben wollen hier. So, hier waren wir ja schon.
Nee, nee. Nee, nee, nee. Aber wie kommen wir denn da hinten nach unten? Oh, ja, so kommt man natürlich auch nach unten. War jetzt nicht so ganz der Plan. Aber wer weiß, nee, nee, nee. Ah, doch, hier, was ist denn das? Ei, guck mal, do. Ei, guck mal, do. Was haben wir denn hier? So, das sieht doch schon mal fein aus. So, kleine Seele. Zeig mal den Weg. Muss ich hier die Wand sprengen? Ah, Tatsache. Eine Fackel. Und sonst? Okay. Oh Gott, was ist denn hier alles? Aha, Lichtstrahl lenken. Der Bokusu-Kasten kann benutzt werden, um die Vorrichtung zu aktivieren und Lichtstrahlen zu leiten. Benutze Wasserlinsen und Eislinsen, um Lichtstrahlen in die Empfangsgeräte zu leiten und so die Lichtlenkungszeremonie zu vollenden. Das Licht wird von Wasserlinsen gebrochen und von Eislinsen reflektiert. Mit Kryo- und Pyrokraft kannst du zwischen den Wasser- und Eislinsen wechseln. Linsen mit speziellen Sockeln können auch gedreht werden. Ah ja, interessant. Aber ich würde vielleicht erstmal zusehen, dass ich hier, ich weiß es nicht, noch zweite, dritte, vierte Fackel angezündet kriege. Aber hier scheint keine jetzt so direkt dabei zu stehen. Von wo kommt denn hier Licht? Wahrscheinlich muss ich erstmal doch Fackeln anzünden. Und die Seele fliegt wohin? Ist mal dahin. Ach so, die zeigt mir sogar die Fackeln. Ja, immerhin. Open sesame. Oh, now I'm hungry. Aber Licht sehe ich trotzdem noch nicht. Wer von euch spuckt denn hier Licht? Ach, da ist Licht. Ah. Fliegst du denn jetzt hin? Ach so, ja gut, das kommt später. So, hier ist irgendwie etwas, das Licht emittiert. Das kann ich auch nicht drehen oder so. Das emittiert jetzt erstmal Licht. Das heißt, das hier drehen wir jetzt erstmal. Zack. Nochmal. Zack. Das hat viel gebracht. Ich hätte jetzt gedacht... Okay. Wenn wir das hier machen, passiert immer noch nichts. Schön. Gut, dann habe ich es doch nicht verstanden. Weil von hier kommt Licht und wir sollen das doch quasi hier reinleiten. So viel habe ich verstanden. Und zwar anscheinend hier vorne. Aber das reicht gar nicht weit genug. Oh, es gibt was. Geschenkt. Gucken wir nochmal ins Handbuch. Was stand da?
Na, haben wir es hier irgendwo? Wo war es denn? Ich dachte, ich hätte es verstanden, aber anscheinend habe ich es doch falsch verstanden. Schön. So liebe ich das. So. Schlüsselmuster, Geisterfisch. Mehr nicht? Tja, Moment, das... Ah, warte. Ich glaube, das war doch auch hier irgendwo. Das war doch auch hier irgendwo. Aktionsbeschreibung. All my vital energies. Na? Einführungen. So, hier. Kann benutzen. Ah, wir brauchen den Kasten. Ah, schon gut. Alles gut. Wir brauchen den Kasten. So. Aha. Okay. So, die Frage ist, ist es egal, von wo jetzt das Licht kommt, oder muss ich hier von vorne reinkommen? Ich hätte jetzt gesagt... dass ich keine Ahnung habe. Wir gucken erstmal, was mit Wasser passiert. Ach, Goba! Echt jetzt? Du bist keine Hilfe. At the ready. So, durch Wasser wird es gebrochen, durch Eis reflektiert. Hä? Das kann ich nicht drehen. Ach, das geht nicht zu drehen. Das hier kann ich wieder rumdrehen. Das ist fix. Gut, guck mal, wir verbraten halt jedes Mal Energie. Wir können hier nicht unendlich machen. So, jetzt wird es dahin gebrochen. Ah, das heißt, hier müssten wir mal vereisen. A touch of frost. Vermutlich. Und hier müssten wir wahrscheinlich wieder Wasser verwenden. Nee, kann nicht mehr, aber... Obwohl doch, könnte sein. Könnte sein. So, jetzt schießt das da lang. Geht hier, zack, reflektiert. Ah! Opening a chest is like unwrapping a gift. Easy. Okay. Just sharpen my Wie viel spear. habe ich jetzt bekommen? Wir brauchen immer noch mindestens noch 100. Wir brauchen wahrscheinlich 200, wenn wir noch höher wollen, ne? Ah, okay. Ich wollte doch eigentlich noch Shogun Raiden weitermachen. I ride on wind and cloud alike. Objects like this may prove useful when purging evil spirits. A touch of frost. From whence you came. So. Du schwebst mir jetzt davon? Ja, ich zisch mal hinterher. Hoffe ich, zumindest. Ach, du bist gar nicht von den... Objects like this may prove useful when purging evil spirits. Ich hatte gehofft, das wäre eine von den dreien, die hier noch fehlten. Also wo einer noch fehlte. So, und die Truhen sind jetzt alle oben.
Aha. Oder wie? Oder was? Nee. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine Celia. Die schnappen wir uns. Hier war ich doch schon. Objects like this may prove useful when purging evil spirits. Hier bin ich doch gerade durch. Was soll denn das? No, my sword! Wo ging's zurück? Hier. So, jetzt nicht ersaufen hier, kurz vor knapp. Ich glaube, ich schaffe es noch zu ersaufen. Ganz langsam. Ich glaube, ich muss einfach in das Gebiet, wo ich noch eigentlich ein bisschen zu schwach für bin. Weil so viel gibt es jetzt auch nicht mehr abzugreifen. Fürchte ich fast. So, da hinten ist ja noch eine Prüfung, die kann ich mir schnappen. Aber die Truhen jetzt keine Ahnung, wo die sind. So, hier oben was. Wenigstens kann man noch ein bisschen Kristallkerne sammeln, ist auch was. Na, komm ich hier hoch? Wird knapp. Ist die Prüfung da? Besiegte Gegner. Okay, ich wollte gerade sagen, Gegner? Welche Gegner? Let me leave you. Loba, get them! By royal decree! Swift and merciful. Submit for judgment. Wings of darkness! Come, sever night! Witness the power. A touch of frost. Your talent! From whence you came. So, wer noch? Du nervst mich hier, ja? So. Nur 10. So, nicht viel. Naja, so. So, hier muss noch irgendwo unten eine Truhe sein. Wo denn? Da ist noch eine Herausforderung. Kann man auch machen. Wie haben wir denn jetzt? Das, ja, gut. Das geht noch. So. Das dauert mir gerade schon fast wieder zu lang. Ich will nämlich wirklich gern Shogun Raiden heute noch machen. Es leuchtet und da habe ich Loot übersehen. Oh ja. Oh ja. Dann machen wir doch hier die Herausforderung. Wenn wir schon die Truhe nicht finden. Wenn man die sein könnte.
I ride on wind and cloud alike. Oder, die Herausforderung zählt als Truhe? Das könnte auch sein. Ups. Nein, lass los. Hä? Können denn noch welche sein? Hä? Oh, da hinten, da hinten, da hinten. Ja gut, du hast mehr als genug Zeit dafür, von daher. Unexpected, but welcome. 10 Siegel. Okay. Wir brauchen nochmal 10, ne? Ne, wir haben 100. Aber da hinten war noch ein Lager. Das können wir gleich mit auseinandernehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Ach, da ist auch eine Seele. Guck mal. Rain outlines your fate. Oz, reveal thyself. Submit for judgment. Forth my blade. Midnight Phantasmagoria. From whence you came. Know my sword. Witness the power of proof. Nice and spicy. Shadow Raven, let night fall. At the fry pan, it's the fire. Submit for judgment. So, wer ärgert uns hier noch? Bruder. Ja, du. Body and mind. Mann, 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 Mann. So, jetzt hänge ich fest. Mist. Time to act. Aber Loot gibt's zusätzlich. Das ist schon mal gut. Das brauche ich. Wie immer. I hope we find long So, lost ancient literature. 20. Body and mind. 20 von den Siegeln. Das hat sich ja gelohnt. Rain outlines your fate. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Das hat sich schon mal gelohnt. So, und jetzt gibt es hier auch noch irgendwie... Ach genau, die Seele, die habe ich ja ganz vergessen. Wo ist sie denn hin? Ich höre es nur sparkeln. Aber wo ist sie denn? Da oben. Ach. Wie soll ich denn da hinkommen? So. Open sesame. So, was haben wir jetzt hier? I'm hungry. Swift and merciful. Rain cutter. By royal decree. Nice and spicy. Spirit blade. Oje, oje, oje. Ah! At the fry pan, Oz reveal. Einen haben wir Time to schon. act. Submit for judgment. Let me weave you a verse. Midnight Phantasmagoria. Booba, get them. Ah! One with my blade. Na also.
Ach, wir brauchen noch. Wir müssen noch welche besiegen. Oh nein. Let me try. No, my sword! Spirit Blade! Attack! A touch of froth! By royal decree. Nice and spicy. Witness the power of Gugwa! You're toast! Out of the frying pan, into the fire. Forth, my blade! Rain outlines your fate. Submit for judgment! Ist daneben. Shadow Raven, let night fall. Oh, ich habe ihn erwischt. Der hat sich geheilt, der Drecksack. Ich war mir gerade so siegessicher. My sword! Rain cutter! Boba, get them. So, Mensch, 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 Mensch. Luxuriöse Truppe. Open sesame. 25 Siegel immerhin. Hungry. 25 Siegel immerhin. Sehr fein. Na. So, und jetzt ist hier nach oben noch irgendwie etwas. Ah, hier. Achso, der große. Ja. Das kriegen wir doch. Oh, it's nice and Spirit Blade! Attack! Rain outlines your fate. Midnight Phantasmagoria. Witness the power of Gugwa! Submit for judgment! Swift and merciful! Eat this! Brace you! So, wehe, mein Loot fällt jetzt da irgendwo runter. Danke. Alles gut. So. Dann haben wir doch hier schon mal ordentlich aufgeräumt. Open sesame! Oh, 10 Siegel immerhin. So, wie viel haben wir jetzt insgesamt? 160. Ich weiß nicht, ob die nächste Stufe auch 100 braucht oder sogar noch mehr. Oh, 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 wofür kriegen wir denn hier was? Ah! 30 Truhen geöffnet. Nice. Na, immerhin. Und jetzt überlege ich gerade, wie machen wir es? Nee, ich würde jetzt sagen, das lösen wir noch ein und dann versuchen wir den nächsten Turm zu finden. Der müsste ja dann irgendwo hier sein. Ja, das hier wird er wahrscheinlich sein. Und da ist dann auch die nächste... Ist die Frage, wie wir hinkommen. Wahrscheinlich hier irgendwie rüber. Die nächste Steinplatte. Und dann machen wir uns weiter auf zu Shogun Raiden. Wir haben es ja eigentlich nicht eilig, aber ich will heute auch nicht so lange machen. Ich habe nicht das Video für morgen noch nicht geschnitten. Das Let's Play Horizon Forbidden West angucken. Schleichwerbung. So. No, my sword! Nee, ich will... Ja, ist alles gut. Ich will Opfergabe machen. Na? Eieiei. So, einmal 100. Okay. Was ist denn mit den Geheimtechniken? Habe ich doch schon. Ach, wir haben noch einen gefunden. Wann haben wir den denn gefunden? Erhöht beim Anlegen des Bokusu-Kasten im Straßenopferritual dem mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden. Ja, aber sofort. Aber sofort. Wie haben wir den denn gekriegt? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. So. So, die nächste Stufe müsste wieder... Nee, immer noch nicht.
Oh, Verstärkung für die Waffe kommt erst relativ spät wieder. Eieieiei. Dann würde ich wirklich sagen, wir machen uns in die Richtung auf. Unser Korrosionsschutz müsste ja jetzt bei 50 stehen oder so. Nee, nee. 51. Okay. Wir sind ein bisschen verstärkt und die nächste Stufe wäre... Also wir brauchen 100. Und wir bekämen dann als nächstes 57. Noch nicht mal die 60. Okay. Okay, dann müssen wir einfach damit leben erstmal mit dem Malus. So ein bisschen. Das heißt, wir begeben uns jetzt da in die Richtung. Ja, ich hätte vielleicht doch ein bisschen vorher grinden sollen. Aber gut. Ist jetzt nun mal so. Aber es geht, eigentlich geht's relativ flott voran. Wobei, wir haben jetzt so 1,5 Stunden voll gemacht. Hey, okay. Mal schauen, wie lange wir heute noch machen. So. Wahrscheinlich müssen wir doch eher nach oben, als hier unten rum zu kriechen. So. Entweder hier rüber. Sieht auch schon ziemlich weit aus. Ja, doch, aber das müsste wahrscheinlich. Oder hier? Ja, wir müssen hier zur Spitze und dann irgendwie darüber. Würde ich jetzt vermuten. Da hinten ist so ein Tor. Vielleicht kommt man darüber. Irgendwie. Sieht man hier irgendwo ein Tor? Hier sind wir halt schon im Bereich der Korrosion. Ah. Ich kann halt irgendwie nicht abschätzen, wie arg uns das schadet. Ist hier eine Anzeige dafür? Irgendwie nicht, ne? So. Ach, guck mal, jetzt sind wir schon drüben. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach. Ajo, dann. Auf, ne? Jetzt erstmal versuchen, den nächsten Teleport zu erwischen. Damit wir schön hin und her kommen. Wo ist denn der? Da hinten, ne? Wir fliegen direkt drauf zu. Ja. Nur leider geht uns langsam die Energie aus. Ach ja. Na dann. Alles halb so wild. Hoffe ich. Glaube ich. Bete ich. Jetzt müssen wir ja nur, in Anführungszeichen, hier rüber, da ist doch der Turm. Oder?
Nee. One with my blade. Rain outlines your fate. So, hier gab es irgendwas zu graben. Zack. Na also. Vielleicht schaffen wir es auch noch, die nächste Stufe zusammen zu Cry out my grinden. illustrious name. So, das hier wird ein bisschen fieser. Spirit blade. Let me weave you a verse. Aber noch scheinen wir nicht nennenswert geschwächt zu sein. Noch sieht es eigentlich ganz gut aus. Nice and spicy. Fourth, my blade. Ja, doch. From whence you came. Unexpected, but welcome. Wenigstens werden einem hier angezeigt, wo man Ressourcen und so weiter bekommt. Das macht es wenigstens ein bisschen angenehmer, den Grind. So. Noch irgendwo Loot vergessen? Nein? Gut. Dann weiter. Habe ich ihn nicht erwischt? Schweinerei. By royal decree. Shadow Raven, let night fall. Aha. At the right hand, it's the fire. Submit for judgment. One with my blade. Rain cutter. Oz, reveal thyself. So. Noch einer? Nein. Gut. It was worth the trouble. Wie viel haben wir jetzt da bekommen? Hab nicht drauf geachtet. Naja. Werden wahrscheinlich auch nur 5 gewesen sein oder 10. So. Zum Turm müssen wir. So, falls das hier wieder so eine Flugshow werden soll. Hä, wo ist der Turm? Da unten wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wenn da überhaupt ein Turm ist. Ich wusste es. We find long-lost ancient literature. So. Welche kann man drehen? Der ist fest. Der ist fest. Sind alle fest? Okay. Den kann man drehen. Okay. Das heißt, der wird schon mal Wasser. Ach, Goba, du bist mir keine Hilfe. Leave it to me. So. Das zischt dann hier rüber. Was müssen wir denn eigentlich treffen? Das hier? Oder das? Oder beide? Weil das hier, wenn ich das zu Wasser mache, geht es hier hinten durch. Ansonsten... Mal schauen.
So, zack, hier rüber. Da wird es reflektiert. Und hier reingebrochen. Aha, dafür kriege ich schon mal eine Truhe. Na gut. Wow, these will come in handy. So, und dann kann ich es aber auch so machen, dass ich das hier einfriere. Dann wird es hier rüber reflektiert. Und muss darüber. Dann müssen wir das hier wahrscheinlich zu Wasser machen und drehen. Und zwar, jetzt kommt's. Ich weiß es nicht. So, das kommt hier rüber. Wird dann hier gebrochen. Wir werden es gleich sehen. Ich glaube, das gibt noch keinen Sinn. So, einmal darüber. Da wird es gespiegelt. Zack. Dann wird es hier rüber gespiegelt. Zack. Und hier wird es einmal gebrochen. Nee, so wird das schon mal nix. So aber auch nicht. Nee, so funktioniert das nicht. Aber ich könnte das doch einfach... Könnte ich das hier einfach rüberspiegeln? Nee, ich kann es ja nicht drehen. Ah, das ist das Problem. Das bleibt so, wie es ist. So funktioniert das aber auch nicht. So, zack, gebrochen. Zack, gespiegelt. Da gespiegelt. Jetzt knallt das hier rein. Wird... Nee, wird das doch nix. Vielleicht doch spiegeln. Ich weiß es nicht. Wenn wir es hier spiegeln, dann landet es hier irgendwo. Das bringt schon mal nichts. Also müssen wir es hier hinbringen. Wenn wir es hier brechen, das können wir nicht drehen. Das heißt, es kommt hier an und zischt auch sonst wo weg. So. Hier können wir es brechen, dann landen wir hier. Oder spiegeln, dann landen wir hier. Wir haben hier nicht viele Möglichkeiten. Und ich krieg's trotzdem nicht raus. Ja, Brechung müsste dann eigentlich nur... bekämen dann eigentlich nur... Aber ich glaube, so von der Seite habe ich doch keine Brechung, oder? Normal. Zack. Also keine Spiegelung. Mit Eis ist es ja eine Spiegelung. So, zack. Zack. Ja, na, doch, doch, doch. Ah, okay. It was worth the trouble. So, wie viele Siegel haben wir jetzt? Müssten wir wieder genug haben. Ja, oh, ja, mehr als genug. Jetzt geht das gleich hier unten weiter. Oh Mann, Mann. So, was haben wir denn hier? Da haben wir Licht. Wo ist das Ding, was wir treffen müssen? Hier. Welche können wir drehen? Dich schon mal nicht. Du musst unbedingt eine Spiegelung sein. Zack. So. Du hier bist auch nicht. Doch, du bist drehbar. Dann wärst du am besten als Spiegelung aufgehoben, glaube ich. Und hier rüber. So. Das Licht geht in diese Richtung. Dann würde ich sagen, hier muss es sich ausspiegeln. Hier rüber spiegeln. Und hier spiegeln. Und dann darüber. Würde ich jetzt annehmen. Swift and merciful. Ich bin nur nicht sicher, ob ich jetzt tatsächlich schon wieder einen Turm im Visier habe oder ob ich hier weiß was treibe. So. Zack. Einmal hier rüber. Hier rüber. Und Treffer. Versenkt. So. It was worth the trouble.
Treffer versenkt. Wir müssen ja auch noch diese Steinplatte suchen. Ach, hier ist doch bestimmt noch irgendein Gegner jetzt. Nicht? Okay. So, Steinplatten. Da ist eine. Da ist eine. Da können wir Energie aufladen, wenn wir den wollen. So. Wo ist die letzte? Hm. Ach, wir haben sie schon komplett. Okay. Also so viel zu meiner Theorie, dass hier der Turm wäre. Ich habe keine Ahnung. Oder hier ist ein Turm. Aber da ist ja 73er Korrosionsstärke. Geht ja mal gar nicht. Oh, hier könnte auch ein Turm sein. Was ist denn das für eine Kurve? Das gehört zum 73er Feld. Hehe. So, wie kommen wir hier wieder raus? Da können wir hier unten irgendwo lang? Nee, wahrscheinlich nicht. Wo waren denn diese blöden Türme? Ich dachte, ich hätte eine Quest dazu. Ah, doch, vielleicht da der... Oh, vielleicht... hier vielleicht. Wird ja hier so schön dick und fett angezeigt. Will ich mich vorher hier noch mit welchen anlegen? Ach, warum nicht? Peng! Ah, guck mal, da haben wir es doch. Genau, das mit den Fischen habe ich ja komplett verdrängt. Mist! By royal decree, midnight phantasmagoria. Spirit blade! Attack! Forth, my blade! This will do! No escape. It's over! Submit for justice! Habe ich einen erwischt? Wenigstens einen erwischt. Vergessen, Ember auszutauschen. Nee. Ah! Rain cutter. You'll pay for that. Okay, ich bin zu schwach. Shadow Raven, let night fall. Spirit blade! Attack! After all, Oh, training. das lief nicht so gut. Moment. Nein! Erstmal was essen. No one escapes my... one with my blade! No, my sword. So. By royal decree. Ja, wir sind doch schon arg geschwächt. Von der Korrosion hier. Oder wie auch immer das heißt. A touch of frost! Ja, das hat er sich geheilt, der Drecksack. Time to act. Rain outlines your fate. Let me weave it. From whence you came! Fall before me! Oz, reveal thyself. Forth, my blade! Ready! Curb your... Time to act. Go, Barret Button. Mist. Da habe ich doch unterschätzt, wie sehr mich das schwächt. Ich war jetzt doch sehr lang hier unterwegs. No escape.
my sword. Submit for judgment. Ah, Mann, 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 Mann. Schnell Ember austauschen hier, bevor ich es wieder vergesse. Mensch! Sowas aber auch. I'll bring my seasonings. Objects like this may prove useful when purging evil spirits. So war das mit den Türmen. Ich hab's komplett verdrängt. Gibt's ja gar nicht. Aber jetzt können wir noch mal eine Stufe höher gehen und dann... Oh, schon so spät. So. Gott, wo sind wir denn hier? Ei. Am besten sich mit gar nichts hier anlegen. Ich sehe schon. Wir sind jetzt im Korrosion 73 Gebiet. Schön. Spaßig. Folgen wir dem einfach mal. Wird schon passen. Oh nein! Das wird gar nicht passen. Wo will denn das mit uns hin? Da hinten ist der Turm. Und die ignorieren wir am besten einfach direkt. Ich glaube, das können wir nicht überleben gerade im aktuellen Zustand. Das können wir nicht überleben. Da rennen wir am besten einfach durch, wenn möglich. Rennen wir durch. Ganz easy. Au! Empfindlich. Nein, wirklich. Paimon, du bist ein Genie. Und noch genug Energie übrig? Ja, sieht gut aus. Dann will ich jetzt erstmal die Steuereinheiten aktivieren. Oh, aber wir verlieren hier konstant. Oh nein, jetzt erzählen wir nicht, wir haben nicht genug. Das wäre natürlich ärgerlich. Wo sind die anderen Steuereinheiten? Wenn wir jetzt nicht genug Ressourcen hätten, nachdem wir uns hier so durchgebissen haben. Da ist noch eine. Noch passt's. Aber ich fürchte, die letzte kriegen wir nicht.
I ride on Gott, wind ist and der cloud ganze... Wie komme alike. ich denn da hin? Wie soll ich denn da hinkommen? Nee. Muss mal Ressourcen nochmal sammeln. Na, hier müssten noch irgendwo so Kristalle sein. Da. That must be the clue we're looking for. It looks like some parts are missing. Was? Wie? Was? No match for Paimon's greatest power. Process of elimination. Was erzählst du, Paimon? Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh nein! Hüllenedelstein. Dafür muss ich die Viecher besiegen. Aha. Das wird lustig. Dafür muss ich diese Viecher besiegen. Da war ich wohl etwas zu selbstbewusst. Wie viel haben wir denn jetzt von dem... Oh, 200. Also wir könnten zweimal aufstufen. Das wäre schon mal dezent hilfreich. Das kann nur schief gehen. Aber wir versuchen es einfach. Ansonsten teleportieren wir uns weg. Und gut ist. Wir haben uns ja hier den Teleport schon freigeschaltet und alles. Das passt schon irgendwie. One with my blade. Rain outlines your face. Oh Gott. Know my sword. Nice and spicy. Hey-ya! Midnight Phantasmagoria. Let me weave you a verse. A touch of frost. I summon thee. Spirit blade. Attack. Boba, get them. By royal decree. One with my blade. Ah, es geht, es geht. Es geht langsam, aber es geht. At the fry pan. Boba, get them. From whence you came. Mal eben ein bisschen was zu essen. Na. Rain cutter. Know my sword. A touch of frost. Nice and spicy. Know my sword. Submit for judgment. Witness the power. Oz, reveal thyself. You're toast. Boba, get them. Swift and merciful. A touch of frost. At the fry pan. By royal decree. Spirit blade. Attack.
Wenn ich so weitermache, schubse ich ihn gleich runter. Ging auch. Mist. Oder auch nicht. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Na toll. Ist er ganz weg? Nein. Boba, get them! From whence you came. Kriege ich dann wenigstens meinen Loot, wenn ich dich runterschubse? Wahrscheinlich nicht, ne? Da fiel er dann lieber. Da fiel er davon. Da fiel er davon. Irgendwas habe ich bekommen als Loot. Objects like this Ah, will prove useful when Hüllenedelstein, purging sehr evil gut. spirits. So. Jetzt ist schon so spät. Jetzt muss ich mir echt überlegen, ob wir Shogun Raiden noch machen. Ach doch. Ich denke schon. Da war ich ja ganz umsonst skeptisch hier. Die kann man ja schwächen mit dem... Oh, aber meine Energie war fast... war schon arg zu Neige. Eieiei. So. Viel habe ich nicht mehr in dem Kästchen. So, jetzt müssen wir nur rausfinden, welche Zahlenkombination wir brauchen. So, da, ach, das meinte Paimon wahrscheinlich. Hier. So, einmal die Enterprise, ein Hörnchen und eine Blüte oder so. So. Hier brauchen wir diese komische Blüte. Die hier. Das wäre ein Hörnchen. Dieses. Das hier. So. Und einmal Enterprise. Gar nicht unbedingt so viel grinden müssen jetzt. Glaube ich. Aber ich glaube, es hilft auch. Es hilft trotzdem. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Ach Mensch. So. Na. Na, Mann, ich häng da immer fest. Das ist doch doof. Nein, lass doch mal los. Ruh dich doch mal aus, Junge. Ruh dich doch mal aus. So. Da geht's nicht weiter. Mist! Bin ich denn bei dem anderen hochgekommen? Ah, da, guck mal in der Mitte. Da ist was. Na, warte, Junge. Wir ruhen uns aus. Und dann schaffen wir das schon da hoch. Naja, oder auch nicht. Da war
war ich jetzt wieder ein bisschen zu voreilig. Ich habe keine Energie mehr im Kasten. Okay, kann ich noch irgendwo Energie tanken? Irgendwo war doch noch was. Da hinten. Mann, oh! So ein Dreck aber auch. So, ich muss von hinten aber da hochklettern. Nee, das sind die... Das sind nichts zum Aufladen. Das ist doch scheiße. Das ist doch jetzt richtig scheiße. Ist auch nichts mehr zum Aufladen. Gar nichts. Damn! Gar nicht! Nur ein bisschen Loot noch hier. Mist! Selbst die kann ich nicht mehr einsammeln. Dann gehen wir zurück. Wir haben ja hier einen Teleport. Müssen halt, ja... Ist halt scheiße, aber wir können uns ja hierhin teleportieren. Und dann... Frisst halt ein bisschen Zeit. Müssen es aufladen nochmal. Ich glaube, Gegner müssen wir nicht nochmal machen. Kriegen wir schon hin. Ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Aber dafür können wir jetzt zweimal hier Opfergaben darbringen. Ist ja auch schon mal was. So. Energielimit wird erhöht. Das hätten wir früher brauchen können, ja. Oh, wir haben schon wieder so ein... Nee, haben wir nicht. Okay. Ich dachte. Zu früh gefreut. So. Dann wenigstens wieder ein bisschen Mora. Und nochmal opfern. Korrosionsschutz auf 63 erhöht. Das ist doch schon mal was. So. Aber auf die 70, über 70 kommen wir tatsächlich erst in 2 Stufen noch. Krass. Aber wir haben anscheinend noch was hier. Erhöhe die Stufe auf Stufe 8. Ah, okay. Nice. Jetzt holen wir uns noch den Dunkelturm und dann. Das ist ja jetzt ärgerlich. So, guck mal hier. Das sieht doch schon wunderbar aus hier. Wunderbärchen. Jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen was auf der Karte. Ja, gute Nacht, Tron. Und nicht zu viel aufregen. Ich versuch's! Ich muss ja auch nur noch auf diesen Turm nochmal drauf. Body and mind. Und das aktivieren. Dafür muss ich jetzt extra noch eine extra Runde drehen. Mann. Ist das ärgerlich.
So, hier war doch die richtige Stelle, ja. Okay. Jetzt aber hier. The same thing happened again. When the towers connected, the darkness started spreading. The surrounding area has changed again. Oh, we better go deal with it when we have a spare moment. So, jetzt haben wir hier eine Quest. Ach, ganz oben. Ich habe mal hier unten gesucht. Ah. Juhu. Ich bin auch eine Tröte. Naja. So, da ist mir die Korrosion aber jetzt zu stark. Da setzen wir doch vielleicht mal auf ein bisschen Grind zwischen den Streams, aber ich werde wahrscheinlich wieder nicht dazu kommen. So. So ein Stündchen, 1,5 hätten wir halt noch. Vielleicht auch mehr. Ah, machen wir nochmal 10 auf Miko oder warten wir auf Shogun Raiden? Da kommt nämlich auch noch ein Banner. Ach, Mann. Ach komm, 10 Stück machen wir hier. Komm. Was soll der Geiz? Daumen drücken. Oh, was ist das? Ist aber lila, nicht Gold, ne? Oder Gold und lila. Kann das sein? Das war irgendwie eine Mischung. Warten wir es ab. Was kommt? Ich glaube, es war Gold und lila. Ein Bogen. Opferbogen. Okay. Kann man nehmen. Na? Nee, es war nur lila. Ein Opferbogen. Na, immerhin. Das war wahrscheinlich, die Opferdinger sind immer genau Abklingzeit. Nee, überspringt Abklingzeit, genau. Oh, kann ich bestimmt brauchen. Aber gar keine Figur. Na gut, dafür arbeiten wir jetzt quasi auf Shogun Raiden hin, ne? Was wir jetzt nicht an Gold kriegen, an einen 5-Sterne-Charakter kriegen wir dann vielleicht bei Shogun Raiden. So. Dann würde ich wirklich sagen, wir gehen wieder nach oben. Wir aktivieren jetzt hier die Shogun Raiden Quest. Verlieren gar nicht groß Zeit jetzt. Und kümmern uns darum. Und wenn wir es jetzt nicht fertig kriegen, ich würde jetzt 1 Stunde so anpeilen, vielleicht 1,5, dann können wir immer noch Läuterndes Licht. Dann können wir halt immer noch nächste Woche weitermachen. Ist ja alles kein Ding. Ah, ich muss mir nochmal den Stuhl ein bisschen... Na, jetzt. Ah, bisschen zurück. Ist dann auf Dauer doch zu gerade der Rücken. Oh. So. Tja, unsere Questgeberin ist noch nicht gespawnt. Doch, jetzt. Ad Astra Abyssosk. Hallo. Recently, the Adventurers Guild has received an unusual commission, and after careful consideration, we believe that The Traveler would be the most suitable candidate, right?
Indeed, as ever. I will spare the pleasantries then. May I ask if you two are available to help? Klar, dafür sind wir da. Well, let me go over it briefly. Our client for this job is the Yashiro Commission. Apparently, Rift Hounds are attacking the roots of the sacred Sakura nearby Mount Yogo in great numbers. Rift Hounds? On Narukami Island? Yes. We are not sure where exactly these creatures come from. But this time, they are attacking in alarming numbers with great aggression and a clear target. The sacred Sakura is of tremendous importance to Inazuma. I trust you are aware of this already? Ja, ein wenig. Good. Then you can see that this case is very urgent indeed. Is the Tenryu Commission aware? Yes, and they are already taking action of their own. However, given that the sacred Sakura's root system is vast and complex, and faced with the unpredictability and scale of the Rift Hound's attacks, they are finding it difficult to defend against them. Their main priority is to protect the civilian population, so they are actively looking to cooperate with all other available forces to eliminate the monsters. The Adventurers Guild is one of the key parties assisting the Tenryu Commission with their work. But so far, the combined efforts to combat the Rift Hounds has failed to substantially ameliorate the situation. Zeit, ein paar Welten zum Heulen zu bringen. You have our deepest gratitude. Your confident response puts me far more at ease. I will mark on your map the areas where Rift Hound appearances have been recently reported. I hope you won't encounter too much trouble overcoming them. Relax. We'll be back before you can say Ad Astra Astrosk. Okay. The sacred Sakura's in danger again, huh? Who'd have thought? Keep in Wo müssen wir hin? Okay, ganz da hinten. Teleportieren wir, oder? Ja. Was ist denn hier? So. Forth, my blade! Nanu? Kriege ich hier kein Holz, wenn ich das haue? Halt nicht. You're attacking the sacred Sakura! Stop them! Ich mag keine Dame. Oz, we're being out of the frying pan into the fire! Noch welche. Forth, my blade! Submit for judgment! Boba, get them! Eat this! Out of the frying pan into the fire! Swift and merciful! Wings of darkness, come, sever night from day! Wow, there are so many of them! No wonder the Tenryu Commission needed help! Come on, travelers, you can Ah, make them! noch mehr. Spirit blade! Attack! Boba, get them! Change of plans. Oh Gott. Ich mag keine Game. Lasst mich in Ruhe mit denen. Nice and spicy, by royal decree!
Ich habe die noch gar nicht alle besiegt. Was kommt jetzt? Torn to oblivion! Shogun? Wait, no. Could also be A. Oh, it's you two. It has been a long time. We have not seen each other since the resolution of the Tenryou Commission crisis. Okay, sounds more like A. It is you, right? You sure made short work of them. That was amazing. Wie bist du denn hierher gekommen? I'm making early preparations for what is to come. Last time we took a walk around Inazuma together, I witnessed the way the world is today. I was finally able to comprehend some things that I had never understood in the past. Since then, every time I encounter an obstacle in my thinking, I find myself having the urge to spend some time in the outside world. Makes sense. You must get super bored being stuck in there all the time. Might I remind you that I am not here to amuse myself. Recently, I have observed a number of changes in the external world from the plane of Euthymia. The most serious of these being the attack on the sacred Sakura by numerous rift hounds. I considered this matter worthy of my attention, so I pursued them, and they led me here, where I happened to run into you. Aber die Verwaltung und die Abenteurer können schon mit den Monstern umgehen. If the Shogun rather than I were to discover them, yes, perhaps she would have left the situation alone. Why? Because she's just a puppet? Precisely. According to the rules I designed for her, matters of this nature are to be delegated to the Tri-Commission. But rift hounds attacking the sacred Sakura... It brings back bad memories of that terrible disaster. A disaster? Yes. 500 years ago, a great catastrophe befell Inazuma. Everything was engulfed in a pitch-black fog, and monsters ravaged the land. Countless lives were lost, and this homeland that the people had worked so hard to build barely escaped being obliterated entirely. The monsters committed many atrocities on Inazuman soil, and the Rift Hounds were always their advance guard. Their duty was to tear open a passage through space with their claws and teeth, and then call in even more powerful beasts. Vor 500 Jahren. Kenria also. So you've heard of it too. That's an episode of history that I am loath to recall. Maybe to you, it seems like my response to these creatures was an excessive one. But an excess of caution is not unwarranted in this case. Guess you can't argue with that. Since we are both here for the same reason, let us work together. From the traces they've left in the surrounding area, there should be many more monsters nearby. All of them must be eliminated. Okay, los geht's. Paimon feels so safe when we're in Ace Company. Having someone uber powerful on your team kind of makes you feel invincible, doesn't it? Oh yeah, after we've dealt with the monsters, we should ask her to tell us more about Konria. This color! It's similar to the color when the sacred Sakura takes damage. Let's follow it. It should be this way. Ach, hier die Farbe auf dem Boden. Okay. Kann ich die irgendwie... Nö. Dann folgen wir dem einfach. Okay. War jetzt versehentlich, aber ich glaube, wir müssten das auch gar nicht machen. Wir sollen den Spuren folgen. Das haben wir auch schon gemacht, um das hier freizuschalten wahrscheinlich. Wir haben es jetzt nur ein bisschen verstellt. Jetzt hier weiter mit den Spuren.
Ach, da. We are lucky. The damage is not too serious. The Yashiro Commission will be able to nurse the root system back to health. This stuff that's flowing out, is it sap or something? And how come it's glowing? Huh? Was kommt jetzt? What's this? Ist jemand verletzt? Could they be dead people? It wouldn't be the first time we'd seen ghosts on our journey. But why would they appear here? Let's search the area. Perhaps we will find out. Mhm. I can't go on like this. Not when the other troops are counting on me. What happened here? Could you tell us? Who are you? What are you doing here? Run quick while you still can. The monsters will be back. And once you're in their sights, I'm telling you there's no escaping them. We will defend Inazuma until our dying breath. Was ist denn passiert? You don't know? Inazuma is engulfed in darkness. Beasts and horrifying monsters are everywhere. They're merciless, ferocious, and they will devour everything in their path. Every last trace of humanity's existence, I tell you. But look, none of that seems to be going on around here. Not right now, but they'll be back. Look, get out of here. Now! There's no time left. The almighty Shogun is gone. So is Kitsune Saigu. There is no one left to rely on but ourselves. I don't know how long we can hold out for. But if we abandon our hope, then we've got nothing left at all. Don't worry, I'm right here. It's the Shogun? You're back. Please, we beg you. You have to help us. You have to save Inazuma. Only the glow of your supreme lightning can dispel this terrible darkness. Please, or the whole of Inazuma will be reduced to a hunting ground for the beasts. Calm down. The war you speak of is over. Over? But what do you mean? Look around you. The grass grows green and lush, and a soft breeze blows. This is Inazuma at peace, as you will no doubt remember. There are no monsters, nor is there anything else here that could threaten your life. What? But how? Just moments ago, they were everywhere. I saw them tear my comrade to shreds with my own eyes. Hey, calm down. Everything's fine now. Huh. I think I understand. Almighty Shogun, you saved Inazuma. Yes, we were right to place our trust in the Almighty Shogun. As long as the Shogun is with us, Inazuma will last for an eternity. Thank you, Your Excellency. Thank you, Ja, doch gar thank nichts you. gemacht. Naja, solange er sich gut fühlt. What's wrong with him? He's gone. Paimon can't even begin to understand what that was all about. But somehow, Paimon feels all sad and hopeless. If I am not mistaken, what we just saw was a samurai's memory that was buried in the land. The sacred Sakura can absorb and purify the filth in the ley lines. After the Rift Hounds attacked, some of this filth leaked out through the cracks in the trunk and formed a physical entity. An entity formed with strong filth would be highly aggressive. But when purified, it presents in the form of a memory. Purified filth quickly dissipates and will be absorbed by the ley lines shortly afterwards. In other words, it cannot exist for too long. Okay, ich verstehe. So the memories of the ones that died are all appearing at this moment? Yes. That soldier was one of the many thousands who made the ultimate sacrifice. What he was describing just now was precisely the disaster that happened in Inazuma 500 years ago. Erwähnte, dass der Shogun anwesend war. Yes. Inazuma was facing many great crises at that time. Some were local in origin, while others...
Others came from the now fallen kingdom of Kanria. The disaster in Inazuma caused me great concern. I felt that I had to step in before it was too late. Otherwise, it would spread to all of Teyvat. But my friend, Kitsune Saiku, reassured me that I had nothing to worry about. She would shoulder the responsibility of protecting Inazuma and mobilize all forces at her disposal to combat the threat. I could tell that, although neither of us acknowledged it, we both knew that the road ahead would likely end in tragedy. So, Inazuma was attacked at the same time as when the disaster happened in Kanria? Indeed. Countless monsters suddenly appeared throughout all of Inazuma. In the end, Kitsune Saigu sacrificed her life to protect the people. I never had the chance to see her one last time. But I would like to believe that she kept her promise to me until the very last. But even then, Inazuma was left more devastated than we could have ever imagined. Those terrible tragedies left great wounds that are still felt to this day, both on the land itself and in my heart. Hey. Ist das der Verlust, den Yaemiko erwähnt hat? Yes. For the longest time, I couldn't bring myself to face the pain of that loss. All my martial might was in vain. Though I could conquer Tatarigami and vanquish monsters, I was helpless against the ravages of time, powerless to keep the ones I cherished alive. But after my clash with human ambition, I thought long and hard. Now I realize I cannot fixate on the past forever. Du steckst also nicht mehr in der Vergangenheit fest. When I traveled around Inazuma with you, I caught a glimpse of how the nation has progressed over the centuries. A glimpse of human potential. Everything far exceeded my expectations. Moving forward inevitably invites further loss, but also new encounters. Just think of that soldier. Despite all the losses he had experienced, he still chose to keep fighting for the sake of moving forward. All those who sacrificed themselves back then gave their lives fighting for a future. But perhaps the future they were hoping for is not the eternity that I once strove for. Auf jeden Fall. As Inazuma's god, it is high time I honored their wishes. Warriors of the past, who spilled your blood on this land, your noble souls now rest in this earth. I will never forget you, and all that you did for Inazuma. He's taking all this pretty hard. Come on. Let's keep investigating the damage to the sacred Sakura. Folge den Spuren weiter. Ach so, wohin denn? Ich will jetzt ein paar Sakura-Blüten noch einsammeln hier. Da. Expected, there are a load of rift hounds here too. Leave them to me. Die? Alleine? There is no escape. Okay, die haben sie gut ausgerüstet.
Illusion shattered! Junge Miru-Holz. Holz Sakura bauen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Jetzt wissen wir es. Die haben es aber gut ausgerüstet hier. Something seems wrong with A. Geht's dir gut? Why would you ask that? Well, usually you'd pull out your sword and swish! Vaporize them all in one go! No? You are unduly concerned. I'm simply conserving my energy. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Ah, makes sense! Spoken like a seasoned shogun. The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about... Hey, the same light is leaking out again! Ist das genau wie vorher? Furuyama? Is that you? Ui, ui. Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about 500 years ago, too. Allow me to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in Your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are required of me. It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. After all, it's quite a mess out there. What should we do? Tun wir einfach, was er sagt. Oh, yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So, they have fought their way this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me. So, I decided to stay. And now the Almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the Almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to then? Wie kommt es, dass du nicht in Panik gerätst? People flee out of a desire to live on. And the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. The Almighty Shogun often speaks to me about her dreams over just listening to her stories. I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the life they have, seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regrets in the end. Das hört sich gar nicht nach A an. So you see, as bleak as things may be now, I have experienced countless wonderful things in life, and have no reason not to be satisfied. Perhaps you are right. It won't be long now before I have to say goodbye to the Almighty Shogun for the last time. What a pity. I'll never get to see what Inazuma looks like after the Almighty Shogun rebuilds it anew. But I suppose it doesn't matter. Everyone says that Inazuma has turned dark now. But to me, it went dark a long time ago. Once this catastrophe is over,
life is sure to spring forth anew. But even if I survived until then, I'd probably be a hopelessly befuddled old so-and-so by then. So... Oh, goodness me. Speaking of befuddled, look at me rambling away to my heart's content and forgetting to serve the tea. Ja, Tee. The almighty Shogun comes to visit and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty departure. Can't see a tea set anywhere around here. Really? But it's always been right by my side. Goodness gracious, what a fool I'm making of myself. Oh, wir wissen, wo das Teegeschirr zu finden ist. Tun wir? I couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Don't worry about it. Take a rest. We'll be back right away. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. This place is... complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Leave it to us. But... well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty Shogun to personally collect my tea set for me. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Where should we go to find a tea set? Having a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right now, but at the same time, this lovely old man from 500 years ago has been through so much, and it makes Paimon so sad. Sollen zum Kommissar I'm also feeling very nostalgic for his tea. Oh, why don't we go to the Kamisato estate? There'll definitely be a tea set we can borrow there. Jetzt fertig mit Reden. Dann können wir teleportieren. So, ich gehe davon aus, es gibt noch einen dritten Geist oder so. Und dann mal schauen, was noch kommt. It's the Traveler. And the almighty Shogun. How might I be of assistance, Your Excellency? I wish to borrow a tea Wir set wollen from ein the Yashiro Teeset, Commission. genau. Oh, sure. I'll fetch that for you right away. Please step into the courtyard and have a rest, almighty Shogun. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah, and the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. I'm not here to see Commissioner Kamisato. Actually, I'd prefer to spend this time chatting with the Traveler. Please, fetch the tea set at your convenience. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. Well, it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Hat der Teemeister tatsächlich für dich den Tee gemacht? Right. Paimon wanted to ask that too. The almighty Shogun that he described didn't sound anything like you at all. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister, Raiden Makoto. Sie hat eine Schwester? Ganz neue He may Erkenntnisse well have hier. had an inkling about there being two Raiden Shoguns, but he always acted as if he was completely unaware of it. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things that way. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was the biggest difference between us. In her eyes, the most precious things in this world were dreams. The yearning for a better future held by living beings. Damit ist doch das Begehren gemeint, oder? They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia,
I saw human aspirations light up the sky far above in the form of countless stars. Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. Wow. There sure was a lot going on beneath the surface. Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. An ambition is a yearning for something material, or a concrete outcome. It is finite in nature, and will be replaced by a new ambition in due course. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate. That's, Es geht ein bisschen, glaube ich, quite a um lot to die take Augen. in. Würde ich jetzt mal sagen. Da geht es ja auch um Ambitionen. To put it simply, Makoto wasn't concerned about outcomes. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? I suppose what it comes down to is the definition of eternity she set out with. Das entspricht eher der Sichtweise der Menschen auf der Welt. Yes, Auf it die Welt. does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Makoto's philosophy was, on the surface at least, an elegantly simple one. Do you feel you're starting to understand her better now? You have already witnessed my previous views on eternity, but now I no longer cling to what was lost. I suppose that means our differences have been reconciled. Almighty Shogun, I found a tea set. This one in particular should be fit for your Excellency's use. It's quite beautiful. Thank you. You are too kind. A humble servant such as I does not deserve the gratitude of the Almighty Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We ought not keep Furuyama waiting too long. Teleportieren wir rüber? Lohnt sich das? Wahrscheinlich doch. Ja, doch, ich denke. Ja, doch, auf jeden Fall. Vielleicht sogar eher hier rüber. Wie steht es denn jetzt schon wieder mit Urgestein? Ich glaube, wir haben ja relativ viel wieder gesammelt, oder? Also für 10 reicht's nicht. Oh, doch. 318 immerhin schon wieder. Also für 10 reicht's trotzdem nicht, aber I ride on wind and cloud alike. geht relativ flott hier. The scourge of evil. Oh, ich habe ihn umgebracht. Ups. Huch, ist er schon weg? Hey, where'd he go? He wouldn't have gone looking for a tea set himself, would he? Ich würde es ihm zutrauen. Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him for very long. As was the case with the memory we saw earlier. So we won't get to drink his tea? Oh. We didn't even have a chance to say goodbye. No. The information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a miracle of fate. Kopf hoch, Paimon. Well, this chance won't come often, and we do have a tea set. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. Haben wir überhaupt den Tee zu dem Teeset? I've watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. The tea is ready. Please give it a try. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. I'm not sure how to explain it. All die Erinnerungen werden wieder wach, was? You're right.
But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I watched pass even further back. Back at the Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably lighthearted. But now, I'd like to broach a heavier topic. If I'm... The events of 500 years ago not only robbed me of my friend, Kitsune Saigu, they also took Makoto away from me. Na gut, das haben wir schon gedacht. She died in that disaster too? Na, wo soll sie denn sonst sein? Yes. She went to Konria alone, without telling me. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps it was more that she went ahead of me, put herself in front of me, so that I would remain hidden. Makoto halte also bereits. Yes. It was too late. I arrived only in time to hear her dying breath. She had already lapsed into unconsciousness by that point, so all I could do was enter into her mind. As far as you're concerned, it would be somewhere similar to the plain of Euthymia. It was there that we bid each other a final farewell. I cried bitterly. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Why did she go to Konria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely, and brought it back to Inazuma. That's quite a story. Aha, und was bedeutet das When I konkret? returned to Inazuma, I was shocked to find that a great Sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred Sakura. Erschienen? That's Okay, exactly war noch what nicht da? everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. No one questioned it, and yet its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly out of thin air. In the end, I simply had to accept that it was a miraculous effect of Makoto's consciousness. Aha. With the help of the sacred Sakura's power, I was finally able to overcome the monsters and quell the disaster in Inazuma. This is all really hard to understand. Kinda beyond Paimon's level. Makotos Kraft hat den Baum irgendwie zum Vorschein gebracht. Jo. Yes. She had such a great love for this land and for its people. In this respect, I still do not compare to her. I once told myself that I would never speak of these events again. Facing the fact that she is gone is unbearably painful. But even the tea that is most bitter to the tongue, once swallowed, leaves some sweetness in the throat. And it's time I came to terms with it all.
Scheint, als hättest du schon viel darüber nachgedacht. Oh, while we're on the topic, since you experienced that battle in person... Hast du meinen Bruder oder schon mal gesehen? Hä? Hast du meinen Bruder oder schon mal gesehen? Okay. Brother? I had heard that you were looking for your family. You mean to say that he was somehow involved in the Kanria disaster? Based on what we've learned so far, it seems so, yeah. I'm sorry. I wasn't there for the whole thing. By the time I arrived, the worst of the fighting was already over. And also, my mind was consumed entirely with the plight of Inazuma, and the fate of those closest to me. So, I am afraid I can't help you. Oh, well, that's a shame. Boy, both of you have experienced great tragedy. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Thank you, Destiny, for giving us the chance to meet again. We should go. Let's keep following the traces. Very well. Teetasse Based on betrachten. my investigation so far, I believe this next pack of monsters should be the last. Eine Tasse steht für Furuyama. Furuyama, verdammt, bereit, Mensch. Wie viel hat er tatsächlich wahrgenommen und wie viel hat er sich anmerken lassen? Okay. Ah, da unten. Okay. Lass los! Schon wieder Garme. Na gut. Once again, please leave them to me. Hey! Are you sure you're all right? You're scaring us! Fear not. Fighting is what I do best. Als geht es jetzt wieder allein? Tatsache. Krass. Okay. Macht ja nichts. No escape. Ihr haut ja alles weg. Was ich vielleicht machen könnte, wäre dieses Kästchen wegpacken. Das brauchen wir hier oben ja gar nicht. So. Ey! Wie geht denn das? Are you alright? Nee! I'm fine. Ist das normal? Das können die Garde normalerweise nicht. Ja? Inazuma shines eternal. Na, komm schon. Ei. Erase all threats. Was jetzt? Ich hab's kaputt gemacht. Nein? Okay. Maybe you should leave this one to
Dir scheint es schlecht zu gehen. My apologies. Don't worry about it. Just take a breather and get your strength back. We'll deal with the monsters. Look, that's the same light again. Hab doch gesagt, kommt noch ein dritter Geist. Wen haben wir diesmal? Where am I? Who are you? Almighty Shogun, you're here too. Are you injured, Your Excellency? I'm quite all right. Just feeling a little stiff. We, the Shogunate Samurai, will defend the Shogun until the very end. Come on, men. They're coming back for more. Let's get them. Don't. It's too dangerous. Na, die können ja wahrscheinlich nicht mal Schaden machen. Danger is our duty, ma'am. If we were the kinds to shy away from danger, we never would have taken up arms to begin with. No need to worry, Almighty Shogun. When the situation looks bleak, we will draw on the power granted to us by the gods. Is that a vision? It certainly is. I know the gods are omnipotent, and their willingness to grant their power to humans means they have high expectations for us. If the Almighty Shogun is in trouble, now of all times is the moment for us to honor that. So that's how samurai of that era understood visions, huh? So voller Hoffnung. Nobody knew where Your Excellency had gone, and we were starting to despair. But now we've found you. You're right here with us. Just the sight of you appearing before us once more has reignited the hope in our hearts. This hope is the light that will guide us out from the darkness. Everyone, on me! We'll help too! Huh? Affirmative, but watch your backs. Okay, jetzt wieder in der Gruppe. I summon thee! At the frying pan, into the fire! Hey! Rain outlines your fate. Witness the power of good one. Ah, stimmt. Uns ist da doch einer dezent abgestürzt. Ups. Das hätte ich ja, konnte ich glaube ich nicht vorher beheben. Da müssen wir aufpassen jetzt. By royal decree! It seems like their attacks are finally over. I've never fought so fiercely before. Thank you all. Are you okay? Maybe you should keep resting. I'm fine. I feel much better already. You fought phenomenally. It was truly awe-inspiring. The monsters will definitely come back. And when they do, it'll be more than a few Rift Hounds this time. Quickly, escort Her Excellency back to Inazuma City, and regroup with the General's forces as soon as possible. When everyone sees the Almighty Shogun safely returning, their spirits will be lifted. Well, what are you guys gonna do? We will stay here and guard against the monsters' advance. We cannot afford to let them get any further. We are brothers in arms. As long as we stick together, we can face any number of monsters that come our way. Toll, danke, ich weiß das zu schätzen. Just leave it to us. Fighting is what we do best. Deswegen seid ihr auch Geister. But the Almighty Shogun is the only one of us with the power to change the present state of affairs. Only Her Excellency can turn back the tide of despair and lead us onward into the future. No matter what kind of threat faces Inazuma,
We will always place our faith in the almighty Shogun. Oh, thank you all very much. I promise you that I will create a bright future for Inazuma. I should not have left it this late to make this promise. But from this moment forth, know that I shall be true to my word. Hast du es vorher nicht gemacht? Don't worry, Your Excellency. We will never doubt your word as long as we live. With you leading us, we will claim back everything that Inazuma has lost. Glory to the Shogun! Glory to the Shogun! They're gone. War das ein Versprechen an sie oder ein Versprechen an dich selbst? It was both. The people's sacrifice has always caused me immense pain. But in dwelling on the tragedy, I overlooked their splendor. The grief blinded me to how brightly they shone in their final moments. The result being that in the centuries since their sacrifice, I have dishonored their will. You could take the view that whatever I say to them is meaningless, because they are but disembodied memories held in the ley lines. But even so, they are due a resolution. I owe it to them, and to all the people who have placed their faith in me to date. Well, Paimon thinks that even if it's a few hundred years later, you're doing right by them now, and that's what counts. Als wenn die noch irgendwas fühlen würden. Thank you for your comforting words. But this is my basic duty as Inazuma's Archon. I used to think just like that samurai. That I was first and foremost a warrior. And my only duty was to face whatever challenge came my way. But what Inazuma needs more than a warrior is someone like Makoto. Even though I am utterly unlike Makoto and can never become the person she was, I still need to do the things that she would have done. Menschen sind deines Vertrauens würdig. Yes, they are. They are strong and resilient and have much to be proud of. As the Raiden Shogun they revere, I should not be the one to hold them back. Well said. Sounds to Paimon like you figured things out. Change will come to Inazuma, and with it, new possibilities. This will take time, but eventually, the future will bring healing to the scars of the past. No matter how long it takes, I am committed to bringing this to fruition. This is my promise. Now that we've dealt with the Rift Hounds, this matter is halfway resolved. It does not appear that the threat will escalate for the time being. I will leave the Tenryo and Yashiro commissions to handle the follow-up work, such as investigating the origins of this incident and tending to the root system. Alrighty then, let's move on. Weitermachen? Was? Wie? Womit? Ich dachte, wir haben schon aufgeräumt. It looks calm on the outside, but Paimon bets her emotions must be all over the place right now, huh? She seems to have changed a lot since we last met her. Huh? What's wrong, eh? Come on, keep up! Ah ja, stimmt, da war was. Ey! What's going on? Are you feeling unwell again? Oh. My body... I can't move it. It looks like the situation is more serious than I thought. Okay, musst du eine Pause machen? Brauchst du einen No Kotzeimer? She is calling me. Was jetzt? Can you help me walk? I need to go to the cave below the Grand Narukami Shrine. Was geht jetzt? Why? What's in there? A battleground. One where I shall sever ties with the past and take the first steps into the future.
Wo müssen wir jetzt hin? Unter den Schrein? Nee, in den Schrein unter... Da hinten, okay. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein! After all that... Ach, Mann, Klassiker. Autsch. Das war schmerzhaft. Das habe ich geträumt. Mist, wo muss ich denn da hin? Ich sollte vielleicht mal meine Leute wiederbeleben. Shit. Shit, Leute. Talk to the Electro Archon whenever you are troubled. No, let me try again. I never embark on a journey without a good book to accompany me. So. Entschuldigung. So. Also, wo soll denn das jetzt sein? Wir müssen hier irgendwo... Jetzt müssen wir wieder nach oben. Also, wir mussten gar nicht da runter. Ich war eigentlich überzeugt, dass wir da runter müssen, aber so wird das nichts. Another bad one? No, let me try again. Protection of the Electro Archon. Geht zu der Höhle unter den großen Narukami-Schrein. Aber wo sollen die sein? Und wenn ich jetzt hier runter... Dann soll ich wieder nach oben. Nee, da steht runter. Wieso war denn jetzt bei dem Icon? Nach oben? Ach, das war für den Narukami-Schrein. Ah, das war gar nicht für die Höhle. Die Höhle ist ja hier, ne? Das wird wahrscheinlich genau die hier sein. Oder? Ja, okay. We're finally here. The entrance should be nearby.
Aha! Whoa! Where'd that Torii gate come from? Geht's dir gut? It's getting worse again. But this is a place I once sealed off with my own hands. The entrance to Raiden Makoto's realm of consciousness. Ah, stimmt, da hat sie ja gesagt, das hat sie mitgenommen. It looks like she will no longer allow me to do with this body as I please. Ich frage jetzt besser nicht. What are you talking about? And who is she? Makoto? Follow me. Where are we go? Was jetzt? Okay, ich ahne Schlimmes. Leute, ich ahne Schlimmes. Paimon's dizzy. Where did we get sucked into this time? Whoa. This place. Das sieht den utopischen Gefilden sehr ähnlich. Look over there. It's another A. We meet again, traveler. This body is an assistant to the one within, but it is also the guardian of the rules. Ich verstehe kein Wort. Should the one within wish to stray from the rules, this body shall stand in her way. Wait, Paimon knows that voice. Is that the puppet? You have wandered the realm in my body, and you appear to have grasped the true essence of eternity. You believe your present self has greater certainty than your former self. Thus, you believe your present self is correct, don't you? But have you really been enlightened with new ideas? Or have you been degraded by irreversible erosion? I'm here to show you my answer. We are both warriors, and the dialogue we must now have shall be conducted by the blade alone. Wait. The atmosphere in here just took a turn for the worse. Was passiert hier? Are you all right now? The discomfort I was experiencing earlier was caused by the Shogun rejecting my continued use of her body. Hä? As she indicates, once I started entertaining the idea of change, I became hostile in her eyes. Aha, But inside okay. a realm of consciousness, I exist independently of her. She cannot affect me in this way. Though she is a puppet, the Shogun has her own consciousness too. When necessary, she appears here to confront me. Ist das ihr System, um sich vor Veränderung gegen die Ewigkeit zu schützen? Paimon gets that everyone has their internal battles and stuff, but not like this. It's a bit extreme. Hey, showdown with the Shogun? Never thought we'd see that day. The rules I set for the Shogun are... No. The Shogun herself is the manifestation of my past ideals. The very foundation stone of eternity. It shall not be easily swayed. I would not try to change her if it wasn't necessary. Isn't there any other way? Can't you talk it through or something? Ey, ist niemand, der sich einen Fluchtweg offen lässt. But they both just want the best for Inazuma. My form is a symbol of supreme majesty, in which has been vested power over all the realm. It is the cohesive embodiment of all that constitutes the Raiden Shogun. It inherits Ei's pain, the pain of inevitable loss that comes as she moves forward. Every action undertaken is for the sake of resisting erosion. Determination, courage, love,
hatred. All of these will be degraded and distorted by the incessant flow of time. Only rules shall remain constant for eternity. Those were my thoughts when I created you. Now, they are towering obstacles that I have no choice but to overcome. You wish to make yourself my enemy? I am your past, the everlasting law, the guardian of eternity. Es gibt einen Kampf. And I am she who promised a dream to her subjects. Raiden A. Gut. Oder auch nicht. In the end, even the proud and mighty Oni maiden was cut down in disgrace. Nur wieder alleine gegen die kämpfen. Na super. Though your blade has been cleansed of her blood and filth, never shall it shine as brightly as it once did. Okay, die hat irgendwie... Wow! Division is futile. Be gone! Inferior. Illusion shattered. Now you shall perish. The eye sweeps the lands. The kitsune Sakura blossoms that once filled the skies fell to the ground as pitch black rain. Das Blitzauge des Verhängnisses? As long as the ley lines flow, the relentless erosion of time will never stop. She's completely recovered? Was? Thunder. Inazuma shines eternal. Your verdict is decided. This world, a fleeting shadow. Pathetic, weak. Illusion shattered. So, jetzt hat sie wieder ein Schild. Jetzt kann ich wieder wehtun. Sir, shine down. Now you shall perish. Finde und besiege die besonderen Phantome, um den Hauptkörper zu zwingen, sich zu zeigen. Okay. Ey! Au! Torn to oblivion! The divine lightning that envelops all of Inazuma will fade silently into the clouds. Jetzt hat sie sich wieder geheilt. Hä? Never for the rest of time. I don't get it. Illusion shattered. Jetzt hat sie sich wieder komplett geheilt. Ich bin frustriert. Aua! Now you shall perish. Wo ist sie denn? There is no escape. Pathetic. Weak. Be gone. Insolent. The eye sweeps the land. Torn to oblivion. Greif ununterbrochen das Blitzauge des Verhängnisses, um es zu beseitigen. Aha. Aber ich glaube, ich habe sowieso schon gewonnen. Crumbles before me. Have you finally defeated her? I don't know. It appears your martial prowess has not dulled. But how long can your will remain strong? How the heck? Die Shogun-Puppe ist doch nicht unbesiegbar. In this realm of consciousness, her existence is tenacious Oder doch indeed. nicht unbesiegbar? Andere She was Betonung. built to resist erosion. Her will is stronger than any other living beings, including you and me. Then, does that mean this is gonna be a never-ending battle? Maybe. But I have to prove to her that my present will is no product of erosion. The future I shall forge will be a grand undertaking. One that will be resistant to erosion. If I don't do this, the Shogun's rules can never change, and Inazuma can never move forward. This is my duty. No matter how long this battle may last, months, years, centuries, and no matter how many times we must fight, I will defeat her. Was wird in der Zwischenzeit mit Inazuma passieren? Das ist eine sehr gute Frage. 500 years ago, humanity proved their strength in battle. Here in the present, they rely on their ambition to challenge wayward practices.
Tear them out like the diseased wood of an old Sakura tree, so that new, healthy branches might spring to life in their place. It is about time that I learned to trust them. Alle blicken auf den Shogun als Hoffnungsträger. I understand that. But if the dreams of which Makoto spoke are true eternity, a short moment for which the Shogun does not exist is nothing to fear. I fight for the everlasting future of Inazuma. However long the battle may last, it is but a drop in the ocean of eternity. I vow to the subjects of Inazuma that I shall one day return. This is my oath. Please, be my witness. During my absence, I place everything in Miko's hands. Was? Ach so, ja, Miko, ja. But this means that... Pass on my words. Ei! Du meine Güte, was ist denn jetzt passiert? Okay. Das heißt, sie kämpft jetzt ewig gegen Shogun Raiden weiter. Looks like we got kicked out. Ja, so ziemlich. Oh, what do we do? Are we really just gonna leave A and the Shogun to keep on duking it out in there forever? She was making sense, and maybe this is the only way to change the Shogun's rules, but still... A hat keinen physischen Körper mehr und ist auf den Shogun angewiesen. Right? Also, A can be pretty stubborn at times, and has a history of rushing into difficult situations. What if she gets too obsessed with winning, and she forgets why she's there in the first place? It could happen, and then she might never leave again. Unsere Arbeit ist hier noch nicht getan. Yeah, we should help her out, like we did last time. The quicker she gets through this, the better. Is there any way we can cut down how long she needs to spend in there? Or, you know, help her win the fight? Well, whatever. We can't let anything bad happen to A while she's in there. Oh, but we also can't get in there anymore. Okay, well, first things first. We gotta find a way back in. Oh, come on, brain juice. Don't fail Paimon now. Okay, maybe if we both ran into it at the same time really, really hard. Wir müssen mit der Miko sprechen. Oh, you're right. Paimon nearly forgot about her. Who knows if she really understands these consciousness realm plane thingies more than we do, but there's no one else we can turn to. All right, up the mountain we go. Gehört das jetzt zu Mikos Quest oder? Nee, anscheinend nicht. Hätten wir wenigstens in der Höhle noch das Loot da einsammeln können? Nein? Natürlich nicht. Strahlende Sakura. Aber ist das jetzt eine neue? Nee, anscheinend nicht. Noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Oh. Oje, oje. Wie lange ist denn schon? Ja, so langsam müsste ich aber mal. Someone's not in the best of moods. Let me guess. You're all tangled up in another situation and need me to unravel it for you. I hope you realize how lucky you are. If it was anyone else, I don't think I'd have the patience to keep greeting them with a smile after the first few times. But you're always smiling. That was a figure of speech, do you understand? Nitpicking my turns of phrase. The sheer audacity. Paimon, komm auf den Punkt. Oh, yeah. Something really big's happened. It's A. She... Oh, okay, I see.
So, A's decided to palm Inazuma off on the humans, while she goes off on her own to fight a fierce battle that doesn't even have an end date. Impossibly stubborn. Jumps straight to the most extreme course of action imaginable, presumes her sheer will can see her through, despite a near impossible goal that requires nothing short of the very peak of her abilities. Yes, that sounds like A all right. You know as well as I do that she's always been like this. Why start fretting about it now? Dieses Duell ist ernster als alles bisher Dagewesene. Rushed into it without thinking. Well put. Oh, she acts like such a child sometimes. Ja, komm, hilf uns. So you seem to be under the impression that I am able to offer some sort of help? Who gave you that idea? Weil ich sonst keinen wüsste, der sie kennt. Is she playing dumb? She's doing this on purpose, for sure. Aha, you're learning, little one. But really, the truth of the matter is that I don't know much more about Raiden Makoto's realm of consciousness than you do. All I know is that it's the foundation of the sacred Sakura, and from what I've heard, it's a little different from A's plane of euthymia. Because Raiden Makoto is no longer alive? Not just because of that. The nature of the space itself is different in some way, but I can only speculate. You're the ones who have actually been there, so you tell me. What was it like? Ich habe keine Unterschiede bemerkt. Anyway, we needn't worry about the details too much. It'll just be a little difficult to explain things later on, that's all. First things first. Follow me to the entrance. Aha, die scheint ja die Ruhe wegzuhaben. Die scheint ja die Ruhe wegzuhaben. So, wo war denn das jetzt? Noch weiter unten, ne? Da. I ride on wind and cloud alike. Now then, I always have my ways. It's just a question of how crafty I need to be. To the outsider, the realm of consciousness is a very abstract concept. Luckily, I'm A's familiar, so I can sense her rough whereabouts. In other words, even though I can't pinpoint the exact spatial location of this realm, I can still send you to where A is. Okay. So, it's abstract, but has a location. So you don't know where it is, but you can still send us there. So irgendwie. Yes, no need to try and understand it. Let me put this simply. Right now, she is surrounded by chaos. Everything is turbulent and disordered. If you try to force your way in, you could be swept away by a giant wave that sets you down in an unknown corner of space-time. This is precisely why when entering the plane of euthymia, it's much safer if you place your consciousness in a physical object first. What? Alright, well, Paimon's staying here then. You two can go in. Du willst mich doch nicht im Stich lassen hier. Suit yourself. Worst case scenario, all we stand to lose is A. So what's the big deal? You... I've had it up to here with both of you! Fine! Paimon's coming too. Oh. Well, if you're quite sure, then of course. Now, I shall send you on your way. I say. Oh, nothing. It just seems extraordinarily chaotic, that's all. My suspicions have been confirmed. By the way, remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only a strong enough will can prevent you from being swallowed by the giant waves of abstract space. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Ja, sicher doch. Well then, the door's open. Hop on in. I'll stay outside and provide what stability I can. I'll be ready to respond if anything happens. I'm placing my god in your capable hands. For my sake, and for Inazuma's, please. Bring her back. Ui. Miko, you better know what you're doing.
Wir werden nicht scheitern. That's enough chatter. Naja. Get to work. Und dann? Eieieiei. Das geht ja doch länger als gedacht hier noch. Ich hab's fast befürchtet. Ich muss noch Videos schneiden heute. Oh weh, oh weh. Remember to focus constantly on your heartfelt wishes when you enter inside. Only if you are strong enough can I deliver you to the right destination. Huiuiui. Ha, erwischt. Und nü? Kann ja nur schief gehen. Aber ja. Da sind wir wieder. Hallo. How can this be? You have returned. But how were you able to get back in? And how come you have not changed at all in all these years? All die Jahre, was? This is a duel to remember. It is as if we have returned to the moment when the laws of eternity were first established. Your will today is as strong as it was back then. Over countless battles, not once have you lost, and never have you shown the slightest hesitation. Had I made all enemies of eternity stand against you, you still would not have wavered. For your firm commitment to enforcing the rules, you have my admiration too. You bring honor to the title of Guardian of Eternity. Now these two return once more to this space. An inevitability of fate, perhaps. Then, let this be our final duel. The conclusion to that which began 500 years ago. Final duel? So you're finally willing to stand back, traveler. Willst du dem Ganzen jetzt ein Ende setzen? Was? I'm going to be the start of something new. Schön. Muss ich mitmachen? Oder brauche ich nur zuschauen? The time our duels took to fight Nein. was long enough to witness the rise and fall of Oh. nations. The energy they consumed, great enough to vaporize the ocean and turn day into night. And the will they Aua! developed, sufficient to penetrate minds and crush dreams. Yes, you have endured. I will endure forever. Okay, wenigstens ist es so beim ersten Mal noch relativ harmlos. Witness the final calamity. Ah! Oh. Okay. Perish. Aua! Erase all threats. Inferior. Einfach draufhauen. Einfach draufhauen. Shine down is in my hands. Okay, was geschieht jetzt? Aua? 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 Das ist doch scheiße hier. Illusion shattered. Inferior. Draufhauen, draufhauen, draufhauen! Perish. There is no escape. This is the end. You have won.
I believed you were incapable of transcending the past. But it seems my belief was baseless, and I underestimated your spirit. But a will that cannot be eroded So, das ist has jetzt der no neue way Boss. to embrace the future. You need not worry about the future. And you aren't alone. I know your power more than anyone else. Had I relied upon my strength alone, I would have lost this duel for sure. Yet, my reason for fighting redefined my martial prowess and redrew my limits. I now carry the gaze of the myriad of expectant eyes that look to the light in the heavens. And whenever I think of this, I feel something stirring within Muso Ishin. The blade that I inherited from Makoto seems to be trying to guide me. I noticed it also. Just now in the heat of battle, it seemed to unleash a new and unfamiliar power. This power is beyond the limits of my understanding. This blade belonged to Makoto. Perhaps it can only respond to me with its full power when I truly understand and believe in her. When I clasped Muso Ishin in my hands, I had the feeling that she was by my side once again. It was at once a familiar feeling and a strange one. Makoto barely wielded a blade in her life, and yet her blade brings me closer to Stimmt, die her. war ja keine Kämpferin. You have my approval. Your present will is not the product of erosion. I shall no longer stop you from attempting to modify the rules. From this day forth, this body will remain your assistant. Ach, I won't design any more rules that can never be changed. You used to represent my past, but from today onward, you are me. Makoto never saw me as a fearless weapon. Likewise, I should not regard you as a mere tool. You truly have changed. I suppose this is what humans call growth. I understand. I shall become your shadow, just as you were once Makoto's shadow. The duties I perform will not change. But as a warrior, I look forward to the chance to fight like this again in the future. Do you say this because you have not yet reconciled yourself with your defeat? It was simply a new experience for me. One that is worth reliving. Have you finished fighting then? Like, for real this time? seid ihr fertig? Es muss so Ishin leuchtet. Hello, A. And greetings, those who have come to bear witness. Aha. I am Raiden Makoto, the previous Electro Archon, who failed in my duties and left you all to pick up the pieces. Makoto? I'm so happy. You've come so far. I always knew you would make it here in the end. I left a faint fragment of my will in Muso Ishin, so that in the moment that you unleashed its full power, I too would be released. A convoluted way to reach you, but... well, you held such deeply entrenched views at the time that you wouldn't have listened to a word I said. There was no time to wait for you to have a change of heart. Please forgive me. All I could do was find some way to wait until you came to me. But... you never mentioned this to me. Everything happened so suddenly. I'm sorry. I've always felt terrible for having to entrust Inazuma to you all of a sudden. I should have been the one to impart these ideas to you, a little at a time, to dissuade you from your pursuit of stillness. Did you know what was about to happen in Conria? I had some sense of it. That place was not somewhere that any Archon could afford to ignore. In my present form, I can no longer perceive time. I don't know how long we have been separated before this reunion, and I don't know what Inazuma has experienced in the meantime.
But I know that this must have been an extremely arduous journey for you. And I'm sure you must have wanted to shed tears many times along the way. Don't look down on me. See? You admit it. It was with this possibility in mind that I left a parting gift for you. Something to soothe Inazuma's pain. Here, take it. Before my last shred of consciousness fades away. Er hat die ganze Zeit Bewusstsein behalten und jetzt plötzlich wird's ganz eng. But it is you who must take the most important step. Okay. Ein Samenkorn? The light turned into a seed? The miracle tree that blesses the people, in this moment new to the world and yet to be known. When to plant it, where it shall bloom. She who brings it into being must let her heart and dreams decide. Grant it life, eh? Is it really? Eternity extends time into infinity. Dreams illuminate each moment within. When both shine in unison, the sacred Sakura blooms from the darkness, finally free from the clutches of the heavenly principles. Now the nightmare has dissipated, and reality is made whole. The vision we both yearn for is still further ahead. My only regret is that I cannot witness Inazuma's future. Nor can I walk this journey with you. Do you know, I am so happy right now, because my final wish has now come true. Your polearm once protected me from countless calamities. For this, I've always felt indebted to you. Though I could never repay you in full, this sacred Sakura will buy you some time until you are ready to awaken and embrace the new. What do you think? Did it do the trick? This time, it really is goodbye, eh? Goodbye, Makoto. Ach, wie schön. Aber so ganz habe ich es jetzt nicht verstanden. Ist das jetzt die gleiche heilige Sakura wie die da schon steht? Nur in der Vergangenheit irgendwie gepflanzt? Oder Zukunft? Oder ist es eine Erneuerung? Oder ist es eine neue? Ich weiß es nicht ganz. Oh, es ist schon echt spät geworden. Ich muss jetzt echt langsam zum Schluss kommen hier. So the A of the present planted the sacred Sakura in the realm of consciousness, and it took root in the Inazuma of the past. Ah, doch, habe ich es richtig verstanden. Also das ist die heilige Sakura, die sie jetzt quasi in der Vergangenheit gepflanzt haben. No matter what you make of it, it's quite incredible. All of this is thanks to Makoto's power. Her understanding of eternity is much more profound than mine. Eternity is a concept intimately connected with time. When you begin to touch on eternity, the concept of time becomes murky. Ich sah wunderbare Dinge an diesem Ort. Die Zeit bewegte sich vorwärts und rückwärts zur gleichen Zeit. A place where time is meaningless and cannot be understood with ordinary logic. So that was the turbulence I was sensing. Perhaps that is the reason why you were able to return precisely to this point in time without any problems. And yet, that sense of disorderliness has now completely disappeared. I don't fully understand yet. But my intuition tells me that the reason for everything, it's that seed.
Well, I'm not convinced that it was Makoto's power alone. Jetzt sind schon wieder die Stimmen weg. Without the sacred Sakura, Inazuma would likely have been completely swallowed up centuries ago by... I know you've always perceived there was something special about the sacred Sakura, but to me, it has always been there. You've tried in the past to prove to me that there's a connection between the sacred Sakura and Makoto's consciousness, but unfortunately, you never did persuade me, did you? Tja. No. But I understand why now. It was because the sacred Sakura hadn't even been planted then. But don't you think that tree looked a lot different than how it does now? The sacred Sakura is within my purview at the shrine, so obviously I get to prune it exactly how I like it. Aha. Ugh. Now we see who's pulling the strings. I'm Wer ist jetzt der joking. Diktator? That Was tree ist has denn been das für through eine a lot since Übersetzung it first dafür? sprouted. We have the loving care of Kitsune over the ages to thank for how it appears today. And obviously I played my part too. It's fair to say that very little time passed between the moment you came out of that realm and the moment you re-entered it. But in that same time, centuries of battling took place on the inside, did it not? Traveler, if I'm guessing correctly, you were repeating your wishes to yourself in your mind, weren't you? Ist das wichtig? At that time, I could sense A's whereabouts, but I also sensed anomalies in the flow of time within that space. Suffice to say, time added a whole new dimension to our search. Simply establishing a location was not sufficient. Fortunately, your will was strong enough that the turbulence carried you to the moment in time most likely to be the intersection of all that you were wishing for. The flow of turbulence may well have been influenced by Makoto, but it took everyone's efforts combined to ultimately help A. So this time, it looks like thanks are due to you. Does that mean it wasn't by chance that we ended up at the final duel? We were always meant to be there to witness what was going to happen? Vielleicht ist es das, was der Shogun meinte mit einer Unausweichlichkeit des Schicksals. I thought that the flow of time was the same on the inside and the outside. So it was a great shock to me when the traveler reappeared. My first thought was, has a great disaster befallen Inazuma? But it turned out you had come to rescue me. You came for my sake, to help me reach the best possible outcome. You too have my thanks. You have done much for me, and I will never forget it. A, how are you feeling now? My body has fully recovered, and the Shogun's will no longer fights against me. Always thrilled to hear you're in good health. But I was really asking about your emotions. Have you managed to calm down? After all, you saw Makoto in there, didn't you? I only heard her voice. I wouldn't say I saw her. I'll be fine. It brought a few things back, of course, but I've made my decision to move forward. I have to say, this has reminded me once again just how brilliant Makoto was. She predicted all the ways in which Inazuma's future could unfold, all the way back then. She even factored my immaturity into her plan. It's all thanks to her that Inazuma lived to see this day. Aber ey, du hast auch einen entscheidenden Beitrag geleistet. I just planted a seed. Dein und ihr Wille waren beide unverzichtbar. Yeah, it was thanks to everything you did that you got to see her again. That's amazing. Aber um dieses Ziel zu erreichen, müssen unzählige Anstrengungen unternommen werden. Nur weil Ursache und Wirkung vertauscht wurden, heißt das nicht, dass du die Rolle, die du gespielt hast, unterbewerten solltest. Thank you. Today, at long last, you and Inazuma finally emerge from the shadows cast by the events of centuries past. Makoto and you are Inazuma's past and future, and both are indispensable. It's rare to hear such comforting words from you. I graciously accept them. Oh, come on. You only think it's rare because you never used to listen to a word I say. Makoto said the exact same thing. Great minds think alike, hmm?
I wonder, does that qualify me to maybe take the position of Shogun for a couple of days? Actually, no. Forget that. Far more trouble than it's worth. We will have to end the frivolities there. There is much work to be done. The Shogun and I will closely review the Inazuma of today to find out where things currently stand. Then, we will give careful consideration to the future. After that, I will abolish the Sakoku Decree. Hat sie das nicht schon? Really? That's huge news! I am no longer pursuing an eternity defined by stasis. In which case, there is no further need to keep the nation Ach under so, lock ja and doch, key. das ist das, dass sie sich isolieren. Ja gut, das hat sie noch nicht aufgehoben. I don't doubt that many challenges lie ahead for Inazuma. Aber aus diesen Herausforderungen werden neue Chancen erwachsen. I'm looking forward to it. Puh, das ging jetzt doch länger als erwartet. Eieiei. Gut, was kriegen wir wenigstens als Belohnung hier? Eine Traum-Sakura. Einzelnes Sakura-Blütenblatt. Aha. Urgestein, Mora. Okay. Wir können nochmal die Waffe hier aufwerten. So, jetzt haben wir nämlich auch die Mora dafür. Und dann kommen wir doch wenigstens noch bis 60. Wir haben ja immer noch 1,5-fache Punkte. Whatever. So. Ah, jetzt wird es aber schwierig mit Material. Aber immerhin. Und wir müssen ja noch die Verfeinerung sammeln. Die kriegen wir ja noch. Oder haben wir noch welche? Nee, wir haben nur eine gehabt jetzt. Okay. So. Haben wir noch irgendwas? Hier nicht. Da nicht. Haben wir die Probelaufdinger? Die müssen wir auch noch machen. Muss ich dran denken. So, das haben wir abgeschlossen. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir dann weiter das Straßenopferritual und dann vielleicht Yae Miko. Kommt drauf an, wie weit ich bis dahin ein bisschen gegrindet habe. Das ist ja jetzt doch ziemlich lang hier geworden. Deswegen will ich auch gar nicht allzu lange mehr schwätzen. 378, okay. Ich weiß nicht, ob ich nochmal auf Yae Miko ziehen sollte oder einfach das nächste Mal jetzt auf Shogun Raiden gehe. Wahrscheinlich eher auf den Shogun. Naja. Heart be pure. Gut. Evil be erased. Mind Dann be würde ich jetzt auch nicht mehr purged. allzu... World be... I always forget that last part. Hör auf zu schwätzen. Ich würde jetzt nicht mehr allzu lange hier machen. Also wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf, habt morgen einen tollen Tag. Und der nächste Stream ist am Donnerstag um 20:30 Uhr. Da spielen wieder Pokémon-Legenden Arceus. Ansonsten könnt ihr in meinen Zeitplan schauen oder in meinen Discord-Channel. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Ciao, ciao, meine Lieben. Bis dann.